So müssen Faultiere reden. Kann ich pfeifen. Erstmal Prost. Nochmal auch so Energies sagen Prost, oder? Ah! Ryuga Kato Studio. Ist klar. Ah. Oh shit, stimmt. Ich wollte ja hier mit so Rosen 1731. Ja, kommt aufs selbe hinaus. Sehe ich gerade. Bin ich jetzt Kapitel 3? Ich dachte, ich bin Kapitel 4. 6 Minuten. Was müssen wir denn überhaupt machen? Achso. Einfach da zurückgehen, ne? Ja, jetzt wo ich weiß, wie unspektakulär das ist, kann ich auch weitergehen. Wieder auf dem Weg ein paar Leute verhauen. Aua. Geld ist Geld. Okay. Oh fuck, den wollte ich gar nicht angreifen. Cool. You're weak. Let's go. Da haben wir auch noch den falschen an. Läuft. Yeah. Come on. Oh Gott, der Weg. Der Weg. Er ist so weit. Ich kann den ja auch gar nicht so richtig ausweichen. Okay. Oh yeah. Let's go. Have fun with this. Der gute alte Pyro-Rülpser. Don't get caught. I'm up. Bin immerhin schon bei 28k. Bei 30k können wir wieder eine Prüfung machen, ne? Ich sag ja. Bring it on. Yeah. I got this. Oh oh. Ich wusste es. Oh. Let's go. Okay. Next up. So itchy. Hä? Ah, die habe ich nicht gesehen. Yeah. I'm up. The enemy is defeated. Get back. It's killing me. Ach ja. Hm? Mann! Hm? Mann! Hm? Mann! Hm? Frech. Gib mir doch einfach mal wieder so einen goldenen. Hm?
ぞほら。何か言いたいことしびるんじゃねえぞ。You're gonna be sorry. Okay. I got this. ほらほら。Take your best shot. You're in it now. Get alive. I got this. Don't get cocky. Let's go. Get alive. Ruhe, Ruhe. So, hauen wir erstmal im Obdachlosen kaputt, so macht man das. I got this. Cool. Take your best shot. Was hat der? Ach, der hatte nur hier so CDs und so, ne? Reizt mich schon. Ja, wobei, so viel auch nicht. Ich will kaufen, verkaufen. Ich meine, das sind auch 400. Oh, fast eine Rose verkauft, auf gar keinen Fall. Guck mal, es wären auch... Brauche ich die überhaupt? Trägt die überhaupt jemand? Ja, lassen wir mal. Ach, hier oben war erst dieses Berufsschule, okay. Ja, was? Ich hau die kaputt. Oder war ein Porrenter? Yeah. Let's go. Let's go. The enemy is defeated. It's killing me. Komm hier, so eine Fünfergruppe. Mischen wir auf. Hey, hey. You scared? Cool. Check this out. Lol, im ersten Schlag schon alle tot. Kann ich den zweiten Schlag gemacht. Okay. Mission apparel. I'm up. Der ist mal als erster? Guck mal, ein aalglatten Typ, den kenn ich gar nicht. Don't get caught. Okay. Watch this. Let's go. Yeah. You're weak. Get alive. Get serious. Let's go. Warum macht der Schlag, den ich abwehr, fünffachen Schaden als den ich nicht abwehr? Das ist verwirrend. Guck mal, den hatten wir doch nicht, den aalglatten. Und hier ist jetzt der goldene Teller. Hm? Ach, weg mich. Auf in die Mission. Hey, boss. We're back. It got pretty crazy back there. But you know what? Oh. Das sieht nicht gut aus. Pimmel dran gemalt. Eventuell auch nicht. Boss. No.
No way. Why? Why would you? Ja, das ist bestimmt kein Selbstmord. Kapitel 4 schon abgeschlossen. Ui. Ich dachte, wir wären noch irgendwie in 3 oder so. Okay. Nonomiya really didn't seem the type to kill himself. Yeah, I hear you on that one. I would have jumped on that place no matter how big a loan I needed. Seriously, it's a gold mine. The guy was sitting on a mountain of cash and he just threw himself off. Classy group. Talking this way at a funeral. Money does things to people. They know a Soapland can be a ticket to riches. Can't just start one just by submitting some paperwork? Well, it's gotten a lot stricter. A new Soapland has to be more than 200 meters from any school, hospital, or library. There's no downtown real estate that meets that criteria. Not a single lot. So, functionally, it's impossible to open a new Soapland. What about the old ones that have been around forever? They got grandfathered in. So Nonomiya's death is another precious Soapland down the drain. I mean, it didn't have to be. He could have sold it and made a huge profit just like those guys said. I really don't understand why he did himself in. Me neither. There must have been something terrible going on. Something even worse than Nanoha's situation. I really think he was more of a sensitive guy than he ever let on. Ist ja ein Kapitelübergang. Nicht, dass das ist, was Bob meinte, so 3 Stunden. Excuse me, sensitive? I don't know about that. Wird das ein neuer Charakter? Bitte nicht. Nanoha-san? Is that you? Whoa, look at her. She's feeling a lot better now. No more stress about her dad. And she went shopping. Yeah, she looks great. Pretty sexy. Shut up! She's here to pay her respects, you moron. Grow the fuck up. Nanoha-san, you should know that we are the ones who found him. I mean, we were just heading back to the shop, expecting to find him there, but he'd already hung himself. Yeah, I heard you guys just now saying he was sensitive. Come on, we all know he wasn't the greatest guy. And he was selfish, too. But that's why I think there's no way he killed himself. Damn, Nanoha-san. I know you're still going through a lot, but is this really the time to trash the guy? Don't lecture me like that. You don't even know me. Die Übersetzungen im Deutschen sind wild. Voll der falsche Zusammenhang teilweise. We don't know you? No, you don't. I'm Saeko. All right, so is Psycho your nickname or something? I don't get it. No, I'm saying that you and I have never met before, okay? Do you get it now, Gramps? Gramps? Come on, Nanoha. Okay, you obviously don't get it. Maybe Four Eyes over there can figure it out? Four Eyes? No, I can't say I Mein Gott, get ist die it at all. Zwillingsschwester oder so ein Scheiß. Well, the simple answer is they're twins, right? We have a winner. You're smarter than you look Das back war jetzt there. nicht so kompliziert. Yeah, I'm Nanoha's sister. Seeing as you're Nanoha's twin, Do you have the same, you know, job as she does? I'm not for sale, if that's what you're asking. I'm a bartender. At a cabaret club that Nonomiya owned, actually. Jeez, he owned a cabaret club and a Soapland? Yeah, he may not have looked it, but he was actually one of the top dogs in Ijincho's red light district. Now that he's gone, I guess both my club and Otohime Land are probably gonna shut down.
Was it just a coincidence that you and your sister both worked in his establishments? Yeah, it was. I mean, it's crazy, but I didn't even know that Nanoha was working at, you know, at his brothel. You didn't know? I had no idea. I only found out a few days ago. And I still don't understand. If I'd known she needed money to take care of her dad, I'd have gladly given her some. How could you not know? I mean, you're sisters, aren't you? What gives? You might say we had a complicated relationship. See, I left home when I was young, and I never looked back. You just cut your family off? That was how it had to be. But I had no idea my sister was working at Otohime Land. I mean, Nonomiya had to know the two of you were related. I'm sure he did. It's obvious we're twins. And apparently he actually did tell Nanoha that I was working at his cabaret club. But she asked him to keep her job a secret from me, no matter what. Well, not a real surprise, seeing as you were estranged. Then a few days ago, Nonomiya called me, sounding really worried. He said my sister and dad were in a tight spot. That they were trapped in some kind of Yakuza scam. That must have been a scary way to find out about the trouble your sister was in. Yeah, it was. Like I said, we haven't talked in years. And now I'm really worried. I mean, Nonomiya broke his promise to her by telling me she works for him. So Dad and Nanoha must be in really deep trouble. They were, but it's all good now. No need to worry. No need to worry. Wait, are you the ones who helped my family? That would make you Kasuga-san, Adachi-san, and Nanba-san. I owe you guys so much. You knew our names this whole time? You do realize your family's alive because of us? Look, I really am grateful. Thank you. It seems like you haven't talked to Nanoha-san about any of this. No, I haven't. And I feel like it might be better if I just keep pretending I don't know about it. Hey, I just thought of something important. When Nonomiya told you about your sister, did you say it was by phone? Yeah? Huh. Well, that would be pretty damn close to the moment he hung himself. Oh, yeah. Hi, Shek, I knew Gute. that already. Later on, I realized that phone call ended just moments before he died. Whoa. That's what I was trying to tell you before. That phone call is why I know there's no way he committed suicide. So, wait, what exactly did he say to you? Wir sind wieder in einem Cutscene-Marathon. What? You have your employees doing that? Basically, the home your sister put your dad in, it's a racket run by the Seiryu clan. They're threatening to kill your father if she doesn't pay them. Wait, are you serious? And did you just say Nanoha is working at your Soapland? Why didn't you tell me before? I'm sorry. She asked me not to. I feel like shit for ratting on her even now. But at this point, the secret's kinda out. Okay, just let me think. First of all, are they seriously asking for all that money in one lump sum? I don't have that kind of cash. I guess I could ask around. We don't have time to try and raise money. We just have to put our faith in these new guys I hired. Maybe they'll pull a miracle out of their ass. You know, Psycho? I think they might actually do it. Why do you think that? Who are these guys anyway? They're like, well, it's a bum, an ex-Yakuza, and an ex-detective. I know it sounds shady, but they're good guys. Tough, too. They're risking their lives for Nanoha. Is the ex-Yakuza that Kasuga-san you mentioned before? Yeah. He hasn't let me down so far. Huh? Hold on, I heard something. Oh, is it a customer? Yeah, probably. Hold on, hon. Hello? Hey, what are you doing? Whoa! Hey, hold on! Stop! Don't just barge in! Boss? Stop! Stop! Boss? Loma! Loma! Immer diese Koreaner.
That was the last time you spoke with him? Yeah, What happened at the end there? I don't know. The voices Immer diese sounded Chinesen, angry. meinte ich natürlich. I think they were speaking Chinese. And this is how you know it wasn't a suicide. Yeah, But if these Chinese guys killed him, why'd they try to make it look like a suicide? Well, I don't want to find out. Let's just tell the police about this. I already did. I got interviewed by a detective who found my number in Nonomiya's call history. I told him everything I just told you. So then, why are they still calling it a suicide? I don't know. But I'll tell you a really weird thing. The detective asked about the Chinese words, so I repeated them. Then he just packed up and left. Really? Well, let's hear the Chinese. Sure. I can tell you what I heard, but I don't know what it means. But I do know the words were definitely Laoma, Laoma. Laoma? What's that? I just told you I have no idea. Google But I gegen do. dich, ne? Really? Laoma is a nickname for one of the bosses in the Yokohama Liumang. One of their bosses? You're sure? Yeah. His real name is Mabuchi. That's so weird. Why would they be shouting his nickname like that? Maybe it was his guys who busted into Nonomiya's room to attack him. They might have been calling to Mabuchi because they'd found Nonomiya. You're trying to imply Mabuchi's behind the murder? But he was on Seiryu clan turf. The Ijing Three don't attack on each other's land. They don't. So if that pack's been broken, anything could happen now. Why did the police ignore Oh, what die rechts Saeko oben ist told es. them? Maybe the hab nichts detective gesagt. didn't know what Laoma meant. No. I think it's the opposite. He stopped the investigation because he knew exactly what it meant. You mean he was scared? Not so much scared as loyal. Every detective in Nijincho knows who Laoma is. Sehr He gut. owns them, really. What? He bribed all of them? He pays for a lot of their important family events. Coming-of-age parties, weddings, funerals, you name it. Sends money to their kids, too. Oh yeah, he takes care of them. What the hell? Mm-hmm. Mabuchi, with Ah, all these schade, detectives Schenk. on his payroll, has basically bought access to all their personal information. Tch, he's got his personal herd of cop cattle. Yep. And milks them whenever he wants. The police are helpless before the Great Wall. And they know it too. But don't go expecting them to do any real investigations where Mabuchi is involved. Hey, we're forgetting an important question. Why would Mabuchi kill Nonomiya? Yeah, doesn't seem like it was robbery. Look at these. It was rare that Nonomiya broke out the full house bonuses. But he got them for us. He trusted us. Saeko, thanks for telling us what you heard over the phone. I know it'll help. You know, it's really sad. How I never even realized someone was worrying about me like he was. He worked so hard all those years. Ja, Only der for arme things to end Zuhälter. up like this. Er hat so hart gearbeitet, während die Noten halt weggeflankt wurden. I never got along with my dad or my sister. We were always fighting. Ja, Shake, weil du es nie My mitbekommen mom hast. did the best she could Der to keep Chef the hier family vom together, Soapland, and it unser almost Boss, worked. hat Selbstmord gemacht, beziehungsweise wurde ja anscheinend von den Chinesen umgebracht. Und das ist die Zwillingsschwester von dieser einen da, After she wo wir died, den I just Vater wanted out. geholfen haben. Aus dem Altenheim. Thing is, for all his flaws, Nonomiya is the one who gave me a real home, even when he knew I had abandoned my family. But I kept saying he was garbage. I was so mean to him right up until the end. I never thanked him for what he did, not even once. I mean, I never thought he could just be gone all of a sudden, you know? All my life, I felt pretty alone. But I thought at least I was free. Now I'm starting to realize that I was kidding myself.
because I wasn't actually alone. And to be honest, I wasn't even that free. It feels more like the people around me were suffocating me, even Nonomiya. Wir sind schon Look, wieder in I know 20 you must have Minuten felt like he Cutscenes. was suffocating you, but if you ask me, that sounds like every other family I've ever come across. It's so frustrating, because it's like, Nonomiya doesn't deserve my tears. He was a dirty, crass old man. But at the same time, that doesn't mean that nobody should care, that the police can write him off. I mean, it's their job to do something, but they're acting like it's just another suicide. That's not right. I can't do anything. Not by myself. But before Nonomiya died, he told me about how you three risked so much to help my sister and my dad. And I just thought... I'm guessing that's why you came here to find us. Okay. Okay, my ass. Are you dragging us into another mess? You're finally starting to understand me, Nurse Namba. Oh, that's a bad sign. You in, Adachi-san? About going up against a guy even the police are scared of. My detective instincts are telling me, hell yeah, let's do it. So, that settles it. Sachan. Yeah. Let's do this together. That work for you? From here on out, you don't have to feel alone anymore. Welcome to the party. Alter, wie die Voice Acting, also die, was sie sagen, überhaupt nicht zum Untertitel passt. Deutsche können noch niemals richtig Englisch übersetzen, ey. Sie sagen, also auf Englisch sagen sie willkommen im Team, die deutsche Übersetzung schnappen wir in uns. Das ist doch komplett was anderes, ey. Oh, sie ist der Gruppe beigetreten. Wir haben unseren 4. Charakter. Sup? Oh nein. Adachi-san, weißt du, wo sich Mabuchis Unterschlupf befindet? Die Loimomoren gehören zur Mafia. Wie die Yakuza stehen sie nicht im Telefonbuch und Mabuchi ist verdammt vorsichtig. Es heißt, mit ihm lasse sich nicht einmal ein Treffen arrangieren. Wir haben also keine Spuren. Das würde ich nicht sagen. Kennst du die Restaurantreihe nördlich von hier? Dort halten sich die Lomang für gewöhnlich auf. Wie eine kleine Version von Chinatown? Da ist es noch chinesischer als in Chinatown. Kein Scherz. Mabuchi versteckt sich sicher irgendwo auf der Restaurantreihe. Dann werden wir uns dort umhören. Ich bin eh hungrig. Gehen wir etwa dahin, um etwas zu essen? Warum nicht? Wenn Adachi-san meint, dass es sich um das wahre Chinatown handelt, muss das Essen gut sein. Siehst dir am besten selbst an. Na, erstmal rüsten wir unseren neuen Charakter aus hier. Seikos angeborener Mord steigert ihre Widerstand gegen Verhängnis, Bezauberung. Außerdem ist sie äußerst trinkfest und wird nicht so schnell betrunken. Ja, das ist schön. Gucken wir mal an, was wir... Sie hat irgendeine Bar. Okay, sie ist das mit der Handtasche. Wir geben ihr natürlich erstmal einen Helm. 12 ist das Beste. Schuhe haben wir auch noch welche. Ich weiß nicht, ob sie Magie hat. Muss ich gleich mal bei der Ausrüstung gucken. Nehmen wir erstmal Slipper. Wenn mir nichts Besseres einfällt. Kann ich irgendwie ihre Werte sehen auch?
Ach ja, wie gut ist ihre Waffe? Also wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe für sie. Nein. Da. Okay, wir sind Stufe 17, sie ist Stufe 14. Wir sind gut gelevelt auf jeden Fall. Wo kann ich denn jetzt hier Jobs überprüfen? Wo kann ich denn hier? Ich will doch nur ihre Skills sehen. Ach, da! Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe für sie. Und wir haben Sidequest einige, die machen wir natürlich als allererstes. Weil, gibt vielleicht ja Items und so. Deswegen kaufe ich vielleicht doch noch nicht die Waffe. Ich mache erstmal die Sidequest. Yeah. Ach, da waren zwei. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja, die macht natürlich so gut wie gar keinen Schaden, ne? Und sie kriegt natürlich übel Schaden ab. Nein, die ist komplett nutzlos ohne Waffe. Let's go. Okay. Wow, die Gegner jetzt hauen auf jeden Fall ein bisschen mehr rein. Auch wenn die nicht so hohes Level haben. Dafür geben die aber auch nicht wirklich Geld. Gold! Hm? Nö. Wow. Chance. Okay. Let's go. Watch this. You're gonna get stomped. Right. Okay. I'm up. Huh? Fight. Yeah. Take your best shot. Okay, Rang erhöht. Sehr gut. The strip club? That's an old-timey building. Yeah, check it out, Ichiban. They're looking for part-timers. 900 yen an hour, huh? Think about it. Make a little money, 2 birds, 1 stone, huh? 2 birds, 1 stone? Getting paid's 1 bird, so what's the other? Huh? Oh, well, the feeling of contributing to the betterment of society? Pull that out of your ass. Fuck, ich wollte nicht, dass es abbricht. Scheiße. Here we go. Yeah. Have fun with this. Take your best shot. Let's go. You're gonna get stomped. You wanna go? Do it. You're in it now. Right. Okay. Fuck, jetzt ist das Gespräch vorbei, ne? Fuck! Doch Strip jetzt. club? That's Okay. an old-timey Müssen wir uns building. jetzt nochmal anhören. Check it out, Ichiban.
They're looking for part-timers. 900 yen an hour, huh? Think about it. Make a little money, 2 birds, 1 stone, huh? 2 birds, 1 stone? Getting paid's 1 bird, so what's the other? Huh? Oh, well, the feeling of contributing to the betterment of society? Pull that out of your ass, didn't you? I'm kidding. But I should tell you, it's not like you'd be able to watch the show. What? I know the guy who runs the place, and they're looking for someone to help with ticketing and equipment. Oh, I see. Nein, das ist die nächste They Woche. can also pick up on whether or not someone's got an ulterior motive almost instantly. Ulterior motive? What? Nonsense. I'm just looking for good, honest work. Mm-hmm. Whatever you say. Guess a job's a job, no matter where you're at. So, da ist die Bindung nämlich hoch. Ja, den haben wir schon. Apropos Bindung. Können wir jetzt mit unserem komischen Typ Bindung machen? Hier? Ah, hier. Ah, guck mal, Rede in der Survive-Bar. Wir können das jetzt machen. So, bevor nämlich die Bindung noch höher geht, dann lass doch zur Survive-Bar gehen. Können wir auch ein Taxi nehmen. Wo ist denn das nächste Taxi? Gibt's nachts keine Taxis? Willst du mich verarschen? Oh nein. Das ist ja jetzt... Ja, komm, verhauen wir den. Das ist doch jetzt echt... Das ist doch eine Verarsche. Das ist doch eine Verarsche, Freunde der Sonne. Here we go. Take your best shot. Try this on the side. I'm up. Cool. Get still alive. Check this out. All right. Right. So itchy. Mal gucken, ob die hier irgendwelche Items haben. Guck mal, die Tasche ist 38. Können wir uns auch so ein bisschen leisten, ne? Ich glaube, das wird Sinn machen, die zu kaufen. Das macht Sinn. Wer, da liegt jetzt eine Tasche. Ja, warum gibt's nachts... Warum gibt's ausgerechnet in der Nacht keine Taxen? Was ist das für eine Logik? Hä? Lack da. Es gibt keine Taxis. Ja, dann laufen wir halt jetzt zu Fuß zur Survive-Bar. Ist mir egal. Ja, kommt her. Geldfarm. Fish in a barrel. Okay. You're gonna be in a world of hurt. Have fun with this. Oh, 3 auf einmal. You're gonna get. Here Mal we sehen, go. wie viel Damage die jetzt macht. Jawohl, das schmeckt. Nein, wir mussten ihr eine Waffe kaufen, die war komplett unnütz. Was wollte ich nachsehen? Ah ja.
Der bräuchte mal eine neue Waffe, ne? Egal. Ach ja, ich wollte bei der Ausrüstung gucken. 122, 88, 5. Die hat halt so wenig Abwehr, weil sie halt nur hier diesen Scheiß hat, ne? Ja, ich kann mir nichts Besseres leisten. Ich meine, ich könnte ein bisschen durchswitchen, aber kein Bock. Hm? Hm? Ich hoffe ja immer noch auf einen goldenen Teller. Hm? Ist hier nicht das Arbeitsamt? Kann ich jetzt hier mal Jobs wechseln oder so? Hm? Mal, es wird einem nichts gegönnt. Nö, kann ich nicht. Wüsste nicht wie. Das wird einem aber auch bestimmt gesagt werden. Hm? Ich würde gerne mal die prozentuale Chance wissen für diesen goldenen Teller. Naja, da ich nicht deinen Namen kenne, nein. Oh shit, sind wir. Ninja Hunter. Oh Gott. Hunter ist nie gut. Yeah, Macht nur Spaß. I got this. Alive. What's this? I'm not backing down. Right. You're in it now. Schmeckt. Cool. You're gonna be in a world of hurt. Come on now. Get serious. Come on. Das wollte ich gar nicht. Hab mich verdrückt. The enemy is defeated. War grün. War sogar grün. Das ist richtig. Döner ist immer geil. Here we go. Let's go. Oh yeah. Okay. You're gonna get stomped. Döner ist immer gut. I'm not backing Get down. cocky. You're weak. I'm up. You're gonna get stomped. Das war wahrscheinlich nicht das Schlauste. Oh oh. Yeah. Take your best shot. I'm not backing down. Here's the left. Warum macht die so viel Schaden? Die irgendwie voll viel Damage? Nö. Keine Ahnung. Die haut gut drauf. Und verlaufen. Really want some new clothes. Maybe I'll splurge and buy some. Aw, I like what you have on now, Sajan. Well, that stuff not enough? Oh, I really like this outfit, but nothing makes you feel more refreshed than a new look, right? Don't you ever feel that way, Nanshan? Oh, sure, I get that. Whenever I want to change things up, I pick up some new cardboard and rebuild the house. Oh, yeah. That would be pretty refreshing. I mean, technically, yes, but no, not at all. Ich weiß, dass seine Bindung nicht steigt. Ich will... Ach, hier kann ich gar nicht. Das ist frech. Wie kann das denn wirklich sein, dass es... Es gibt nachts keine Taxis? Ist das nicht die Hauptzeit für Taxis? Nachts?
das bescheuert. Oh shit, 3 Sterne. Ja, so sieht's aus. Nachts keine Takten. Ich hätte nicht speichern sollen. Ja, wobei die gehen, die sind nur Level 13. Okay, die haben doch eine Menge Leben. Ja, jetzt sind wir zu viert. Das ist natürlich weitaus einfacher als zu dritt. Einfache Mathematik. Der war wichtig, denn das könnte jetzt reichen. Jawohl! Ah, da gibt's die Stufenaufstiege, das schmeckt. Hell yeah. Komm, die hauen wir platt. Here we go. Try this on the side. Ich habe gerade meinen eigenen Charakterschaden gemacht. Wow. I'm not backing down. Wie dumm war das denn bitte? Spiel, ey. Was soll diese? Hey! Hey! Right. Die wird nicht geklaut. Ha, von der Frau in der Handtasche kaputt gehauen. Und vom Polizisten mit dem Dildo. Die sehen hart aus, da muss ich speichern. Here we go. I got this. This out. Okay. Watch this. Komm, treff den Wrestling-Freak. Scheiße. Okay, der war doch nicht hart. Schlägt er einfach auf die Frau, ey. Absolute Frechheit. Tag, kennt er. Dann dürfen wir jetzt hier rein? Immer noch nicht. Boah. Wir haben 1/3 schon durch. Wir sind in Kapitel 5 von 15. Wir dürfen immer noch viele Dinge nicht machen. Das ist doch eine absolute Freiheit. Kann ich hier nicht. Ey! Beat him down. Okay. Let's go. Okay. You're gonna be in a world of hurt. Have fun with this. Ach komm, wirklich.
Let's go. The enemy is defeated. Wie wenig Geld wir einfach machen. Aber jetzt müssten ja seit 50 Minuten unsere Rosen gehen. Mach Platz! Mach doch Platz, du! So, wir können mit beiden reden, aber zuerst machen wir den Blumenstrauß. Welcome. Rosenstrauß, ja. Thanks. So, hier ein Rosenstrauß, bitte. Hier, für dich. Thank you so much. Was für mich? Wow, vielen Dank, Kasuga-chan. Ich wollte mich nur für alles bedanken. Du hast hoffentlich nichts dagegen, dass ich vorbeikomme. Fühle mich ihr ein wenig näher. Schön, dass sie sich gefreut hat. Nice to see you. Nice Wow, to wir see you. brauchen Charisma. Warte, war das Charisma? Nice to see you. Ja, Nice to see Charisma you. 7. Nee, kann ich nicht. Yo, Adachi-san. Hey, Kasuga, let's have a drink. On me today, huh? On you? You win the lottery or something? Nah, I'm just feeling good because for once, I've got some money left over after sending Takashi his allowance, so... Bartender, give me something dirt cheap and kerosene strong. I'm glad you were able to get some money to Takashi-kun. Same here. And look what I got today. It's a letter from Takashi. I always look forward to these. Good shit. Did you read it already? Nope, I was just about to open it. Let's, hope it says something about him passing the bar, huh? Ist tot. Well, let's see what it says. Dear Yamada-san, thank you so much for sending money again this month. What's with the laugh? That name. Yamada-san. Nothing I can do about it now. The kid knows me as a rich fucker named Yamada. Anyway, let me keep reading. I've been pretty busy with this year's bar on the horizon. Oh, so bar exams are coming up, huh? Yeah, I'm counting on him to pass this year. Give my wallet a break. What else did he say? I know it's sudden, Yamada-san, but I have a favor to ask you. The other day when I was riding my bike, I accidentally scraped the bumper of a parked car. Apparently it was a really expensive car. Ah, Now der the zieht owner ihn is ab, demanding unseren $1 armen million yen to Polizisten. cover the repair. Als ob der eine I don't Million have that braucht. kind of money, not even close. Yamada-san, do you think I might be able to borrow it from you? I'll promise to pay you back after I become a lawyer. Klar. Holy shit. 1 million to fix a bumper? How am I supposed to come up with that? And what does Takashi get off asking for such a huge favor? You say that, but doesn't Takashi-kun think you're some rich philanthropist? Yeah, I mean, I guess that's true, but shit. What's the real me supposed to do now? Ich hab kein Geld. Ja, komm, hier, ich How leih about dir I lend you was. some money? Hey, that'd be great. How much can you lend me? 5000. I can scrape up about 30,000. Okay. Then that leaves 970,000. I appreciate the kindness, but it doesn't exactly solve the issue. So, I need 1 million yen. Shit. Where do I even start? Wait, hold on. What's up? We were both surprised about the cost. $1 million is just way too much for a simple bumper fix. Hell yeah. I mean, you can buy a whole car for that much. Cheap one, but still. I'd say there's a pretty good chance this is a scam. A scam?
Yeah, some con man probably parked his car in a road that was too narrow, then waited for some poor sucker to come by and scrape the car. Once that happens, the con man throws a fit and guilt trips the victim into paying. Damn. You know, you might be right, as fucked up as that is. And it wouldn't surprise me if Takashi fell for it. I mean, he studies so much he probably doesn't know much about the real world. And most likely he knows jack shit about cars as well. So how about this? You meet up with the owner of the car in person. Say you want to settle out of court. Yeah, if we catch him in a lie, we give him what he deserves. This guy'll be sorry he ever saw Takashi. I like the way you think, Kasuga. Glad I read you that letter. Happy to help. I'll write Takashi back and ask for the car owner's contact info. Yeah, we'll see what's what. Man, I really thought I was in a tight spot for a minute there. Well, we're not out of the woods just yet. You think I'm celebrating too early? There's some high-end, classy as shit cars out there on the road. I mean, limited edition luxury sports cars. Alter, selbst solche Cutscenes dauern ewig, If Takashi-kun really did scrape a car, and it was one of those, then I don't doubt the repair would cost $1 million. Yeah, but come on. When was the last time you saw a luxury car around here? It's gotta be a scam. No doubt about it. I'm just saying, don't get ahead of yourself. Ahead of myself? I'm just trying to stay positive. Now, how about we drown those worries of yours with a drink? Bartender, pour us a couple tall ones. Put it on my tab. Oh, so ein frisch gezapftes Bier jetzt. Oh, geil. Hoffentlich läuft alles gut, aber irgendwas ist da faul. Ja, der Arme wird abgezogen. Yay, Bindungsstufe 3. Adenchi hat jetzt mehr Förderung, wenn er nicht in der aktiven Gruppe ist. Ja, super, den behalte ich aber in der aktiven Gruppe, logischerweise. Ah, nein. Wohin will ich denn? Hier, ne? Da. Hier. Gehen wir mal mit ihr. Tolle Atmosphäre hier. Ja, Hammer. So, seinem Link können wir ja auch machen. Warum das lange Gesicht, Namba? Stimmt was nicht. Hey, Namba. You good? Oh, Ichiban. Perfect timing. Guess you could already tell, but yeah. I've got to get something off my chest. You got a sec? Wo drückt der You Schuh? bet your ass I got a sec. That's what being a bro is all about. And you and I are totally bros. You know that, right? Suppose so. You're kind of nuts, but I guess that's what I like about you. I'll take that. So lay it on me. Promise you won't tell a soul? Yeah, cross my heart. Okay, so last night I had a hankering for a nightcap, so I dragged my ass down here. But it was late. The bartender wasn't around. And so I'm sitting here all by myself. Then I start thinking, what would be the harm in helping myself to a small pour? Just a shot, really. Figured I could pay it back later, you know? That's when I see it. An unopened legend malt, shining in the dark like it had my name on it. Warum drehen die nur von Alk, ey? Da kriegt man Durst. A super high-end whiskey. The king of kings. One glass is at least 10 grand. Get out of here. I know, right? I couldn't dream of buying a shot, much less a glass. But I figured a drop would be okay. They don't exactly sell it by the drop, dude. Well, you're right. But I took one anyway, because who was gonna stop me? I poured just a drop onto my hand. And when that sweet honey touched my tongue, I went straight to heaven. It was that good? Best whiskey I've ever had in my life. A taste that I felt through my whole body. A fruity aroma. Wann wieder I can Jameson? still smell Talk. if I try. I'm telling you, it was pure magic. All my Jetzt haben wir eine cares 10 Minuten melted Cutscene, wie away. geil der Whisky war, oder was? It's really that Mein good? Gott. They don't call it the legend for nothing, huh? Yep. Packs a legendary punch, too. Next thing I know, I'm staring down an empty bottle. Wait. Don't tell me you drank it all? I did.
Guess I blacked out or something. But the fact remains, I downed at least 100 grand worth of whiskey. Okay, so viel Geld habe ich nicht. What did the bartender say? Well, you think I actually told him? What's he gonna do, hand me a bill that'll never get paid? What I did instead was I found the nearest mini-mart, grabbed the cheapest whiskey I could find, and replaced it. Wait, so the whiskey in the Legend Malt bottle right now is... Horse piss. To the brim. Dude, someone's gonna find out eventually, you know? I know. Why do you think I'm so stressed out? So come on, Kuska. What would you do if you were me? Wahrheit sagen. If it were me... Immer die Wahrheit sagen. Können wir nicht. Dann sagen wir, bleib ruhig und üb dich in Geduld. If anything, I'd stay calm and let things play out. Well, how is that gonna solve anything? Think about it. Drinking whiskey like that was a once-in-a-lifetime experience, right? Well, yeah. And whatever's in that bottle won't get discovered for a while. So why panic about it now? If you stay calm about it, I'm sure you'll eventually stumble on a solution. That's weirdly reassuring, but also vague. I'm telling you, don't sweat it. Things are gonna work out. Oh, Intelligenz. Okay, I'll sit on it for a bit. I knew you were the guy to ask. Well, if it isn't my two favorite vagabonds. Why are you two not drinking? We were just... Warum wird figuring immer out some Alkohol life verherrlicht? stuff. Verstehe ich nicht. Without me? At least you saved me a seat. Of course we did. Shall we? I'm in the mood for something special today. And I know this place has some killer whiskey. You want whiskey? Yeah. There a problem? Not exactly a problem. Good. I was thinking we could do something fancy for once. You don't mean... Bartender, I'll take a 12-year-old silver malt on the rocks. You sure? It's 1,500 yen a glass. What? 9 Euro also ein Glas. Ist gar nicht so teuer für Whisky, oder? Oh, thank God. We're gonna shit our pants every time someone orders a whiskey now, aren't we? No doubt about that. Raus hier. Speichern. Dann gehen wir jetzt Sidequesten. Wo ist denn die nächste Sidequest? Denke, hier. Okay. Right. Come up! Oh, das weißt du ja gar nicht. Also unser Boss vom Soapland, wir wollten ihm gerade berichten, dass wir da den Vater gerettet haben. Sind in Soapland rein, dann war der erhangen da. Alle gehen von Selbstmord aus, aber es war kein Selbstmord. Denn der hat mit der Ische, die wir da haben, telefoniert in dem Moment. Und es war wohl die chinesische Mafia, die ihn umgebracht hat. Und die Ische, die wir da haben, ist die Zwillingsschwester von der wir geholfen haben, die mit dem Vater da. Die arbeitet irgendwo als Barkeeperin. Und die ist jetzt dabei, aufzuklären, dass es halt kein Selbstmord war, sondern ne, Mord von den Chinesen-Mafias. I'm not backing down. You're gonna... Here we go. You wanna go? Yeah? Let's go. Cool. Next time.
wir haben immer noch keinen goldenen Teller wieder gefunden. Frechheit. Okay. Let's go. Take your best shots. Oh, krieg ich 3 damit? Get serious. Right. Don't get cocked. I'm up. The enemy is defeated. Wir müssen wieder ein bisschen Geld farmen. Ja, wir haben knapp 17.000 für sie ausgegeben für eine neue Tasche. Ja, wir waren mal auf 13.000. 30.000. 36.000. Ich weiß nicht wie viel. Aber das Gelb ist hier knapp bemessen noch. Ah, da ist eine Sidequest. Bei der Suppenküche da. Vorsicht, das ist heiß. Oh, eine Suppenküche für Obdachlose. Gut, dass es sowas gibt. Ist ja keine Freundin, ne? Hey, you. Hey, du da, hier kommen nur Bedürftige her. Was? Ich bin nicht hungrig, Kumpel. Stell dich nicht dumm. Ich hab gesehen, wie gierig du die Suppe angeglotzt hast. Taschen sind wie PS5. Ach, das meinst du? Oh Gott. Moment, ich sagte es doch bereits. Du irrst dich, alles klar? Lass es bleiben, Tarekado-san. Ich weiß, du bist hungrig, aber es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Stellen wir uns einfach alle in der Reihe auf, ja? Verdammtes Weichei. Die Suppenküche ist alles, was wir haben. Hey, beruhig dich. Was? Das ist alles deine Schuld, Flachwichser. Ey, Obacht. Achtung! Oha, der Penner geht schützend vor uns. Hey, you okay? Warum lese ich eigentlich vor? Die reden doch. Ich Vollidiot. Here we go. Oh, yeah? I got this. Try this on the side. Let's do it. Yeah. Tot. 5000 gibt der... Der Penner hat ja mehr Geld als wir. Yo. Hey, alles okay. Oh, wo bin ich? Danke für die Hilfe, aber übertreibe es nicht, okay? Oh, was ist mit Terakado-san? Ja, der hat eine Handtasche und einen Stock bekommen. Naja, der war immer noch ziemlich sauer, nachdem du K.O. gegangen bist. Ich muss ihn ein klein wenig beruhigen. Klar, dass er sich so benimmt. Terakado-san ist kein schlechter Mensch. Es versuchen nur in letzter Zeit immer mehr Leute, die gar nicht obdachlos sind, bei der Suppenküche zu essen. So wie wir. Wobei, sind wir denn noch obdachlos? So halb. Ich glaube, er war gereizt, weil nicht genug an die Menschen ging, die er wirklich nötig haben. Ich bitte ihm seinen Namen und Entschuldigung. Ich wollte dir keinen Ärger machen. Ich bereg mich nicht auf, ich habe 5000 bekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Jetzt weiß ich es wenigstens. Hey, standst du nicht eigentlich für Suppe an? Oh, stimmt, ich hole mir lieber schnell was. Mann, ich wäre fast leer ausgegangen. Allein durch den Gedanken, dass das meine letzte Schüssel hätte sein können, schmeckt es gleich viel besser. Ist wohl fertig. Da kann ich nichts machen. Ich hätte wenigstens gern etwas für Terakado-san gehabt. Entschuldigung. Hm? Hier. Ihr könnt das essen, wenn ihr mögt. Boah, Reis. Ui. Hm? Ich habe den Streit gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, mich einzumischen. Das macht es zwar nicht wieder gut, aber bitte nehmt diese Onigiri. Oh ja, Onigiri, das ist gut, oder? Was ist das denn? Oh ja, danke. Gerne schön, ich heiße Shirakawa. Ich mache hier bald wieder eine Suppenküche auf, dann sehen wir uns sicher. Okay. Naja, eigentlich bin ich gar nicht obdachlos. Bis bald. Immerhin hast du was zu essen bekommen. Ich habe dich gar nicht gefragt, wie du heißt. Yo,
Ey, hörst du zu? Oh, tut mir leid. Wie ich heiße? Ja, ich bin Kuroi. 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 Ja, ich heiße Kasuga. Du warst ja völlig weggetreten, seit sie hier war. Was ist denn los? Hast du dich in sie verliebt, Kumpel? Nicht mal nur Spaß. Was? Woher weißt du das? Oh, hast du wirklich? Sollte eigentlich nur ein Witz sein, aber du hast dich echt in sie verknallt? Mich hat noch nie eine Frau so nett behandelt. Sie hat mir einfach das Herz gestohlen. Hallo. Also sag mal, Kasuga-san, hast du Erfolg bei den Frauen? Wieso das denn jetzt? Ich habe keine Erfahrung mit sowas. Und ich habe auch keinen Job und keine Wohnung. Aber ich will diese Gefühle nicht einfach ignorieren. Nicht bei meiner ersten Liebe. Ich flehe dich an. Kannst du uns nicht verkuppeln? Ich muss es zumindest versuchen. Ich? Ich bin auch nicht gerade der Beste in sowas, aber... Okay, alles klar. Ich weiß zwar nicht, ob es viel hilft, aber warum nicht? Echt, vielen Dank. Aber erst solltest du dich vielleicht um deinen Freund hier kümmern. Oh. Okay, dann frage ich dich wieder, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Okay, Terracotta, Kun, steh auf. Wird nicht leicht, die beiden zu verkuppeln, aber es kann auch nicht schaden, eine Weile zu bleiben und ihm zu helfen. Ah, was müssen wir denn machen? Wahrscheinlich mit ihr reden, ne? Tut mir leid, aber im Moment sind wir bereit, aber müssen noch ein bisschen Geduld haben. Oh. Was müssen wir denn machen? Nein, hier ist auch eine Sidequest, die können wir machen. Zeit, Armor zu spielen. Ja, wie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir nach einer Weile wieder hier auftauchen. War ja öfter so. Right. Okay. Huh? Da, siehst du? Und jetzt müssen wir wieder hier hin. Wow. Kasuga-san, du bist gekommen. Ja, wo ist dein Freund Terracotta? Er hat seine Lektion anscheinend gelernt. Ist jetzt richtig brav in letzter Zeit. Ja, waren ganze 3 Sekunden. Das freut mich. Hey, heute hat die Suppenküche wieder auf. Das ist deine Chance, mit ihr zu reden. Ja, schon, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich sagen soll, aber mir fällt einfach nichts ein. Ich glaube, es wäre leichter, mit ihr zu reden, wenn ich wüsste, was sie so mag. Dann fragt sie doch einfach. Und wenn sie glaubt, dass ich Hintergedanken habe und nie wieder mit mir redet? Alter, denk nicht zu viel drüber nach. Glaubst du, du könntest Shirakawa-san für mich fragen, was sie mag? Am Ende liebt sie uns. Ich kann nicht mal meine Suppe essen, weil ich so nervös bin. Mann, ernsthaft? Aber schön, aber nur um die Sachen ins Rollen zu bringen. Danke. Okay, ich bin gleich wieder da. Mal sehen, ob ich was finde, worüber die zwei reden können. Ja, ich will... Lass mich doch mit ihr... So. Ich soll für Kuroi herausfinden, was Shirakawa mag. Ich tue einfach so, als ob ich was essen wollen würde. Vielleicht finde ich ja was heraus. Jo, okay, was zu essen. Oh, du bist doch von neulich. Ich hatte erst ohne Onigiri geschmeckt. Ja, war super, danke. Wirklich toll. Ich liebe das Kochen, aber ich kann nicht... Warte, was? Aber ich kann es nicht sehr gut. Deswegen weiß ich nie, ob es schmeckt. Freut mich, dass du es gut fandest. Die steht auf uns. Okay, sie kocht also gern. Vielleicht sollte ich fragen, was sie sonst noch mag. Hast du außer dem Kochen noch andere Hobbys? Oh, du willst wissen, was ich gerne mag? Ja. Ehrlich gesagt wollte ich einer jungen Frau in deinem Alter etwas schenken, aber ich weiß einfach nicht was. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Idee. Ach, verstehe, ein Geschenk. Na, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich liebe Blumen. Blumen, ja? Ja, ich studiere deswegen sogar Gartenbau. Cool. Klar, viele Frauen mögen Blumen. Danke für den Tipp. Sehr kreativ. Oh, kein Problem. Hoffentlich gefällt dir das Geschenk. Warte, was mit deinem Essen? Okay, sie mag Blumen. Das muss ich Kuroi sagen, der 1 Meter von uns steht. Jo, ich habe herausgefunden, was sie mag. Danke. Und was hat sie gesagt? Sie liebt Blumen sogar so sehr, dass sie an der Uni Gartenbau studiert. Was? Echt? Jo. Moment, warum ist das so eine riesige Überraschung für dich? Naja, ich habe mal in einem Blumenladen gearbeitet. Hör auf, das passt doch super. Das ist ja das perfekte Thema, um ein Gespräch mit ihr anzufangen. Absolut, jetzt bin ich schon fast richtig optimistisch. Wasch dich erstmal, du Lump. Ich glaube, ich gehe rüber und sage Hallo.
Meine Cappy ist schöner. Okay, okay. Sieht aus, als wäre er im Geschäft. So, und jetzt laufen wir 3 Meter. Siehst du? Und es geht weiter. Was ist das für eine Logik? Noch niemals 5 Minuten oder so, sondern einfach nur 1 Meter weiterlaufen. Blumen können an ganz unerwarteten Stellen wachsen. Als ich noch gearbeitet habe, hatte ich nicht viel Zeit, mir die Stadt genauer anzusehen. Es ist unglaublich, was man sieht, wenn man mal die Augen aufmacht. Echt? Da muss ich mal die Augen offen halten. Wow. Oh, cool. Sieht aus, als würde es bei Koroi ganz gut laufen. Oder wie auch immer er heißt. Nee. Hey, sieh dir das an. Was ist? Alter, das nenne ich mal die Schöne und das Biest. Die zwei passen ja überhaupt nicht zusammen. Ja, der Typ sieht aus wie ein streunender Hund, oder? Ja, ein richtiger Straßenköder. Irgendwie ist mein Siri gerade angegangen. Warum auch immer. Mann, die Schöne und das Biest. Hä? Wow! Schleicht dich doch nicht so an. Den riecht man doch bestimmt auf Entfernung. Hehe. War nur ein Scherz. Oh, tut mir leid. Anscheinend passen Shirakawa-san und ich nicht gut zusammen. Ah, der Gedanke ist mir nie gekommen. Naja, ich kann ja nicht wie ein räudiger Straßenköter aussehen. Ich will Shirakawa-san nicht blamieren. Wir müssen jetzt mit ihm shoppen gehen oder so. Was soll ich zuerst ändern? Was du ändern sollst? Gesicht, wasch dich, du Schwein. Wie wär's mit deinem Gesicht? Eine Schönheit... Oh, ich meinte eigentlich, dass du dich mal waschen sollst. Eine Schönheitsoperation meinst du? Stimmt, ich bin viel zu hässlich für sie. Nein, doch nicht so. Ich meine, schneid dir die Haare und schmink dich oder so. Er soll sich doch nur mal waschen! Achso, das meinst du. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Der hat er mich erwischt. Vielleicht sollte ich was anderes ändern. Sollte er was anderes... Ja, Kleidung. Warum nicht deine Kleidung? Das würde ihr sicher auffallen. Hast du noch was anderes zum Anziehen? Tut mir sehr leid, aber ich habe sonst nichts. Okay, tja, da müssen wir dir was kaufen. Wie viel Geld hast du? Ich habe gar nichts. Aber ich werde versuchen, das zu ändern. Für Shirakawa-san und meinen neuen Freund, der mir immer hilft. Danke. Danke, hoffentlich kannst du mir mit meinem Outfit helfen, wenn ich Geld habe. Ah. Das heißt, wir laufen jetzt wieder 2 Meter weiter und es geht weiter, oder? Der Typ klingt schon viel zuversichtlich. Wenn er so weitermacht, hat er es bald geschafft. Warte. Und? Moment mal. Oh, hier geht die Quest jetzt weiter. Wir machen immer Quest für Quest. Auch wenn das natürlich jetzt schneller wäre. Aber wir wollen natürlich wissen, wie es mit dem Penador jetzt weitergeht. Weil hier ist jetzt auch ein goldener Teller. Weil er hier drin ist. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Hier ist er drin. Ach, leck mich doch am Arsch. Dafür verprügeln wir wieder. Schon nicht mehr das. Da müssten wir eigentlich 2 erwischen mit. Ja, habe ich gut getimt. I'm not backing down. Umso mehr Kämpfe wir machen, umso mehr Geld und umso mehr Bindung. Bindung gut. Lass mal überprüfen. Wie sieht es denn mit der Bindung überhaupt aus? Okay. Dauert noch. Wir müssen zur Bar zurück, weil A, sind wir direkt nebenan und B, wir müssen die Bindung immer aktivieren, weil
sonst geht die nicht weiter. Sonst ist jede Bindung, die ich sammle, quasi verloren. Ja, macht ja keinen Sinn. Yeah. Let's see. That's better. Right. I'm up. Und ey, Geld ist Geld, auch wenn es nur wenig ist. Das kennen wir doch aus Octopath Traveler. Wir müssen uns... Moment mal. Okay. Wir müssen uns overleveln. Weil wir keinen Skill und Intelligenz haben, müssen wir uns so überleveln, dass wir so das Spiel schaffen. So sieht's aus. So. Boah, so ein Whisky jetzt. Nein, Hey, wir trinken Ichiban, keinen Alk. wanna grab a drink with me? Sure. But you really know how to knock him back, Sachan. Promise me you'll keep it to 1 or 2. Oh, come on. It's no big deal if we drink more than that. It's not like I'm gonna make a move on ya. Oh, Well, that's a bummer. So, hey, you're technically still a mama at a hostess club, right? Yeah, but I didn't found the place. I was promoted to mama after Nonomiya saw that I was the best hostess there. If you're that good a hostess, you'll be bored drinking with me. I ain't much for clever conversation. Don't be so hard on yourself. It takes practice. I definitely wasn't a natural at it. But neither of us is looking for tips right now, so who cares? Okay. So what's happening with the club now? Still going strong, even without Nonomiya? I've got the girls holding down the fort. They should be fine, barring any earthquakes. Or ex-boyfriends. Oh, pretty impressive that you trust your staff to run the whole joint. They know the basics of the business. I'm the kind of mama who teaches her youngsters geile well. Sugar Mama. If you do say so yourself. Well, I do. But of course, it was that desire to educate that caused all the drama in my family. Was that all the stuff with Nanoha and your dad that you mentioned before? Sunlight Castle, diese von Serio-Clan betriebene Einrichtung, verlangte Geld für den Vater. Nanoha arbeitete als Soapland-Hostess für... At least Wow. things have simmered down among us recently. Thanks to you guys. My dad's in a real nursing home now, and Nanoha's looking for a more legit job like she had before. So you call them pretty often? Oh, no. Never. I just have my hostesses secretly check in on them every now and then. Nanoha doesn't want to see me. She'd be furious. Why? You two really can't get along? That's an understatement. I haven't seen her in 7 years. I do call her up sometimes, but she never wants to meet in person. I'd like to, though, and I tell her that. She turns me down every time. Guess I have no one to blame but myself, really. I'm listening. It's a boring story. Nein, will You ich sure you nicht. want to hear it? Aber ich muss. Ich höre zu. That's right, you do. I don't care if it's so boring it puts history professors to sleep. As long as it's from you, I'm all ears. So I have your express permission to rant for the next 10 hours, and you'll sit here and listen? Hell yeah. Well, that's sweet of you. Thanks. So go ahead. How come you don't get along Ja, with wo Nanoha? bleibt Bob? Ich brauche ihn für Dream Team. Well, I think it's because I was just too controlling. I always had something to say about everything she did. My mom was sick throughout our whole childhood, so I felt like I had to take care of my shy little sister. Little sister? But you're the same age, unless there's a new kind of twin I don't know about. Of course we're the same age. Her personality just always made her seem younger. She was so timid. I was the one with the guts, just like Mom. It's probably why Mom trusted me more than Dad. He was closer to Nanoha since she took after him. I gotcha.
Dad wasn't earning much from the little company he ran back then. I tried to help him out by getting a part-time job in high school. Didn't take me long to figure out nightlife entertainment was where the real money was. Pretty soon, I was essentially the breadwinner of the family. And after Mom died... Was? Even more so. One Piece oder was? All I wanted was for Nanoha to get into a good Keine college Ahnung. and live an honest life. But you think that came off as controlling to her? Yeah. I told her which college to go to. Insisted she become some sort of white-collar professional. But the straw that really broke the camel's back was me chiming in about her new boyfriend. I listed stimmt. every red flag I could possibly think of. Then I asked her if the dude raised any of them. What, like, you made a Was physical wären das, list? die Kuppel? Yeah. Ist das Stuff Attack on like Titans? being dirty, acting douchey at restaurants, condescending towards women, always name-dropping. There were a lot. I went too far, honestly. Under the Dome But kenn you ich know nicht. what? The bastard did fit a lot of them. Schon mal She was gehört, like, glaube ich. oh, but he's getting it together. He's starting a consulting firm. Ist das von But I told her to Stephen dump King? his ass. I'm betting she didn't like that. No, she did not. She threw stuff, screamed herself hoarse, cried. Even my freaking dad cried seeing all the drama. Wie kommt mir was Oh, Stephen jeez. King-mäßig vor? War Was da nicht that auch was mit intense? dem Dom? I think it always bothered him that he couldn't make enough money to help my mom. He was embarrassed I made more than he did. I remember, after he found out what my pay was, he just started doing whatever I said. And then all of a sudden, during this fight, he started sobbing about Die how he Arena, should have Stephen helped King. Nanoha break free from me. Sounds like he was finally letting Another out dome, everything he stimmt. bottled up. Yeah, Gab's da nicht auch so eine Serie oder so? and it turned out Nanoha's boyfriend problem was just the beginning. Because in that moment, I realized my family was distancing themselves from me. Sachan. It was, 7 or 8 years ago when I decided to leave home and just focus on work. Imagine how it felt when Nonomiya called and told me about this new family trouble. How Nanoha chose to work at a Soapland instead of asking me for help. I was shocked. I really was. Just in case it ever comes up, we're all supposed to pretend you don't know she was working at Otohime Land, right? Knowing my sister, she'd die of embarrassment if she found out I know. Well, then the charade must go on. I think I had one too many after all. I didn't plan on talking for so long. But thanks for getting a drink with me, Ichiban. Entschuldigung. Everyone's going through something. Having a friend to talk to just makes it a little easier. Gib mir die Bindung. Ah ja, für dich, Crash, falls du noch da bist. Wer sie ist und so. Also unser Boss vom Soapland, der hat sich aufgehangen. Alle gehen von Selbstmord aus. Dann kam sie zur Beerdigung und hat mit uns geredet. Das ist die Zwillingsschwester von Nanohana oder wie die heißt. Dessen Vater wir ja aus dem Altenheim gerettet haben. Und sie hat aber in dem Moment, wo der Typ umgebracht wurde, mit ihm telefoniert. Und ja, wie gesagt, sie hat mitbekommen, dass er sich nicht aufgehangen hat, sondern umgebracht wurde von der chinesischen Mafia wahrscheinlich. Und da mich das nicht interessiert, machen wir jetzt die Sidequest, wie wir den Penner neue Klamotten kaufen, damit er sich das Suppenküchenmädchen klärt. Das ist viel wichtiger. So verprügeln nebenbei, Leute. I'm not backing down. Here we go. Ja, wir brauchen das Geld. Wir mussten ihr ja auch eine Waffe kaufen. Das hatte mir auch schon wieder 17.000 gekostet. 17.000 sind ja hier ungefähr 50 Kämpfe. Okay.
Ja, nee, so viel auch nicht. 17.000 sind ungefähr 30 Kämpfe. Naja, wir sind ja jetzt schon im Kapitel 5, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, es startet mit einem... Boss. Ja. Kapitel 4 war halt das Altenheim, ne? Mit der chinesischen mit der japanischen Mafia. Der Anfang. Jetzt sind wir bei der chinesischen. Was? Ja, wahrscheinlich kann man mit 2 Quests immer die Kapitel beenden. Aber dafür gibt es ja die Nebenquest. Und Japan verprügeln. Ja, muss man ja, oder? Ich habe eine mittelmäßige Waffe gekauft eben. Eine! Und umgerechnet sind das wirklich 25 bis 30 Kämpfe, die mich diese Waffe gekostet hat. Das ist unfassbar, wie wenig Geld man macht. Das ist wirklich Grind Deluxe, wenn man sich was leisten will. Und selbst ich, der die ganze Zeit jeden Kampf mitnimmt, kann mir nur das absolute Minimum leisten. Here we go. You're in it now. Don't get cocky. Okay. I got this. I'm not backing down. What's this? Aber sowas von. I'm up. You're gonna be in a world of hurt. Cut. Get alive. Yeah. Guck, 700 machen wir ungefähr mit einem normalen Kampf. Kannst ja ausrechnen, wie viel wir brauchen, bis wir bei 17.000 sind. Für eine wirklich durchschnittliche Waffe. Für unser Level durchschnittliche Waffe. Ich kann mir eigentlich gar keine Ausrüstung kaufen. Also ich habe für sie auch gar keine Kleidung und so gekauft, sondern das, was wir irgendwie an Billigausrüstung übrig hatten. Was jetzt auch nicht gut ist. Hier, guck mal hier. Hier so. 9, 25, 28 und sie 4, 12, 7. Weil wir noch irgendwo Ausrüstung übrig hatten. Ist unfassbar, ey. Aua. Da wurden wir umgefahren. Dabei bin ich auf dem Zebrastreifen, Frechheit. Right. Fight. Don't get cocky. Okay. Have fun with this. I got this. Get alive. Let's go. I'm not backing down. Let's go. Cool. Check this out. Look at me go! Ach, da muss ich lang. Oh. Was ist denn der Penner? Ach, kein Bock jetzt. Ich will zum Penner. Oh nein. Taschentücher! Oh, da ist Kuroi. Anscheinend ist er fleißig. Prima, Taschentücher. Ups. Mein Fehler, ich habe ihn nicht gesehen. Hehehe. Au. Prima, Taschentücher. Taschentücher.
Der Typ wird echt übel behandelt. Er muss richtig verzweifelt sein. Arbeitet quasi für Peanuts, aber er gibt trotzdem alles. Zum Glück bin ich das nicht. Ist vielleicht nicht glamourös, aber ich muss mich verändern. Und dafür brauche ich Geld. Wasch dich, habe ich gesagt. Du sollst dich waschen. Mir ist es also egal, was die Leute sagen. Ich verkaufe Taschentücher. Alles klar. Taschentücher. Taschentücher, prima Taschentücher. Ha! Kreuz hat eigentlich etwas Rückgrat. Ich will ihn aber nicht bei der Arbeit stellen. Also frage ich ihn einfach im Park danach. Willst du mich verarschen? Ich bin jetzt von hierhin gerannt für die Scheiße. Jetzt muss ich wieder zurück. Leck mich doch am Arsch. Ganz ehrlich. Ah ne, ich werde wieder umgefahren. Oha. Ein Superball für einen Knierfisch, dass ich das noch erlebe. Aber wir nutzen alles, um Bindung aufzubauen und um Japaner zu verprügeln. I'm not backing down. You wanna go? Here we go. Weak. You're gonna be in a world of hurt. Come on now. Next time. Zebrastreifen, ich werde umgefahren. Ist grün! Gut. War ich hier schon mal in der Gasse? Kommt mir so unbekannt vor. Hier ist auch nichts. Diese Gegend heißt Going. Willst du irgendwo umgestellt ein Nickerchen machen? Mit Glück gehabt, du hast im Park überall anders, kriegst eine Kugel verpasst. Aber das hier habe ich anscheinend. Ein Salat-Sandwich. Ui. Right. Let's go. Check this out. Okay. You're gonna get stung. Werde ich jemals an den Park ankommen? Hey. You're going down. Here we go. I got this. Yeah. You're gonna be in a world of hurt. Have fun with this. I'm not backing down. Check this out. Das war dumm. Should I not? I'm up. You're gonna get stung. Okay. You're in it now. That's better. Right. Aua. Next time. Aber ein neues Sujimon. Wo ist denn das? Ach, hier ist Smartphone. Wie viel Suji... Wir können immer noch nicht quaken. Und das ist auch geil, Crash, falls du noch da bist. Nachts gibt es übrigens keine Taxis in der Stadt. Deswegen müssen wir laufen. 84 von 250. Es gibt keine Taxis. Es ist so eine Verarsche. Gerade nachts sollst du auch Taxis geben, rein von der Logik. Ist grün. Oh. Schnell drüber. Mal kurz heilen, weil ich ja überfahren worden bin. Weil ich mal wieder über Rot ging. Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum gibt es nachts keine Schnellreise? Vor allem rein von der Logik her fahren doch erst recht mehr Taxis nachts als tagsüber, oder?
So, ganz generell. Oh, Kasuga-san, ich habe schon auf dich gewartet. Sieh dir an, jetzt kann ich mir Kleidung kaufen. Super, gut gemacht, aber dafür bekommst du wahrscheinlich nur einen Schuh. Singular. Ach komm, was glaubst du, wie viel ich brauche? Naja, wenn du billige Sachen kaufst, dann klappt es vielleicht gerade so irgendwie. Oh. Mit dem billigen Zeug punktest du nicht. Oh, Terracotta-san. Woher wusstest du das? Zu viele Yakuza. Tagsüber laufen hier auch alle rum. Als wäre das so ein großes Geheimnis. Das ist offensichtlich wie die Nase in deinem Gesicht. Aber das ist jetzt egal. Ich wollte dir das hier geben. Da ist der reiche Penner. Den haben wir auch schon verprügelt und haben 5000 bekommen. Was? Das ist von mir und den anderen Jungs. Zu sehen, wie du dich reinhängst, um Geld zu verdienen, da wollte ich dich einfach unterstützen. Der Gottersan. Viel Glück da draußen. Ja, danke. Ha, sehr gut. Gehen wir dir neue Kleidung kaufen. Okay. Da ist jetzt ein Witz. Da jetzt nicht. Ich muss da wieder hinlaufen. Komm, Sequenz. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hat er sich jetzt mal gewaschen? Na, immerhin ist er gewaschen. Was glaubst du? Boah, grün und dunkelblau, das beißt sich, mein Freund. Hey, nicht übel, du bist quasi ein neuer Mann. Ist das toll. Das muss ich Shirakawa-san zeigen. Wir müssen jetzt hinlaufen. Bitte, Sequenz. Diesmal flehe ich dich an. Ach, Gott sei Dank. Und heute ist zufällig Suppenküchentag. Perfektes Timing. Heute. Wir haben das alles jetzt innerhalb von einer halben Stunde gemacht. Hallo. Shirakawa-san! Oh, Hose zu kurz. Oh, Kuroi-san! Wow, sieh dich an. Du siehst toll aus. Oh, danke. Der Reaktion nach würde ich sagen, wir haben uns wohl gar nicht so dumm angestellt. Hoffentlich sehen die Leute ihn jetzt ein bisschen anders. Mach weiter so, Kuroi. Das heißt, die Quest geht immer noch weiter. Leck mich doch irgendwo. Kann ich mich da nicht vom Zug werfen? Jetzt kommt auch das Geile. Wir laufen wieder 1 Meter und die Quest geht weiter. Oh, doch nicht. Okay. Quest geht nicht weiter? Ist die Quest beendet? Nee. Dann machen wir erstmal die nächste Quest. Fangen wir an. Crab People! What's that thing? Huch, was ist das denn? Oh, it's a crawfish. Oh, ein Krebs. Aber was macht ihr What's it doing hier? out Bist du aus here? dem... Ach, der redet. Crawl up Warum out of the lebt... river? Wouldn't want you getting squished by a car now. Bon voyage, little buddy. Sehr liebevoll. Oh, my sweet Nancy! Huh? Oh, my poor girl. I don't see her anywhere at all. Crap, don't tell me. That crawfish just now was yours? Yep, raised her with my own 2 hands, I did. Her name's Nancy. Normally, we stroll around the neighborhood together and get us some exercise. That sweet little gal was my only beacon of hope in this dark, cruel world. Oh, Nancy. Dude, I'm so sorry. If I knew she was important to you, I never would have done that. I understand. You did it with good intentions. Besides, it's my fault for taking my eyes off her. Well, I don't see her anywhere. Unfortunate as it is, Wir müssen die scheiß she's Krabbe... probably gone for good. But don't dwell too much on it. I'm just another nobody. Sein Krebs muss ihm unglaublich wichtig gewesen sein. Er hat ihm sogar einen Namen gegeben. Hold on there, old timer.
I'll go find Nancy and bring her back. They'll eat me up inside if I don't. Oh, why, that's certainly generous of you. But can you really find her? Well, I can give it a shot. Gee, thanks. I'll leave you to it then. Oh, and I'm Ebihara. I call these streets my home. If you do get hold of Nancy, could you come find me along Sakura River Street? That's my usual spot. Of course. And I'm Kasuga. I'll be back with Nancy in no time. One thing I should tell you is Nancy has an X-shaped scar on her back. That help? An X shape on her back. Yeah, thanks. Hopefully she hasn't gone far. If I'm lucky, I'll find her downstream. Wir müssen bestimmt irgendeinen kaputt hauen, der sie geangelt hat dann. Kuroi ist echt nicht weiter bisher, ne? Finde Nancy. Wo bist du denn? Ja, also so eine Frisur habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, doch, hatten wir schon mal. Ja, hier hoch. Schnell die kaputt hauen. Here we go. Um ein bisschen Geld zu machen. Die 10 Sekunden hatten wir. Vor allem, es gibt ja, egal wie schwer oder einfach der Kampf ist, es gibt ja immer 5 Bindungen an die NPCs. Von daher jeden Kampf mitnehmen. Oh, hier sind ja überall Krebse. Vielleicht ist Ebiharas Haustier Nancy auch dabei. Sehen wir mal nach. Aktiver Suchmodus. Du siehst das Geschehen aus der Ego-Perspektive und kannst dich mit L bewegen und R umsehen. Setze die Detektivbrille auf und finde Nancy. Oh What's Gott. this? Ist das vielleicht die kleine Nancy? Nee. Du bist kein X, No. ne? Ja, es ist ja 100% auch nicht der erste Krebs, den wir da finden. Da ist er doch, direkt hinter uns. Easy Snack. Ja. Ja. Wer hat gesagt, dass er... Ich geh zu ihm. Das war ja wohl ein X, ne? Kann ich hier rein? Oh, ich kann hier. Goldener Teller! Ach, ich kann hier nicht hoch, weil da so ein Penner... Gib mir mal deine Suppe übrigens. Hatte ich heute noch nicht. Hör, warum hat die... Guck mal, die hat eine Wunde überm Auge. Das wird 100% gleich in der Story mit Kuroi aufgeklärt. Vorhin hatte sie keine Narbe, ne? Here we go. Okay. I got this. Yeah. You're gonna be in a whirl. Hey there, Kasuga-san. Did you Der find Nancy yet? Flugzug kennt... Yeah, Ach so, this is Nancy, right? Ach so, oh Gott. Oh, Nancy. Oh Gott. Oh, thank Ich habe über das goodness you're Flugzeug safe and gelesen. sound. I'm amazed you actually found her. Well, I'm sure it was no easy task. Doch, weil es Yeah, klar ist, wasn't a dass es big nicht deal. der vor einem ist Besides, immer, I started this mess. sondern versteckt. Thanks for being cool. Anyway, Crazy. I gotta bounce. You and Nancy take care. Wer die Quest ist wie die Penner-Quest, jetzt auch eine halbe I was Stunde. just about to start cooking. I'd be more than happy to treat you, as thanks for finding my girl.
Jetzt berät er I den don't Krebs know. und wir fressen Oh, ihn. don't be modest. I've been planning a feast for some time now, so I say the more the Ich wette, wir merrier. fressen den Krebs I jetzt. guess I could stay and have a bite then. Oh. But before we get to the main course, Aha. Why don't you try this little appetizer I whipped up? Huh? What is this? Looks kind of like boiled spinach. Mmm, kind of rubbery, but not bad, old timer. Ugh. Glad to hear it. And you swallowed it just fine? Oder das sind jetzt Drogen und Why er wouldn't I? knallt uns. The thing is, those are weeds I found in a hole in the road. Couldn't tell you what they are, though. But seeing as you're still kicking, I'd say they're just fine. Gee, thanks. Next time, test your road weeds on someone else. What? You're stealing one piece, aren't you? Besides, you're getting a free meal, so how about seconds? Yeah, I'll pass. You're a real piece of work, you old coot. Jetzt kommt der At any rate, we're Krebs. just getting warmed up. Our main course today is what I call the Ebihara Special. Siehste, Hey, etwa so what's klar. that got to do with Nancy? What else? I told you we were feasting, didn't I? Nancy here is the main course. What the hell? Have you lost it? I thought you cared about Nancy. Oh, yes, I care about her deeply. This little sea bug's a cut above the rest. She's the tastiest one I ever did see. So she's just a meal to you? Hey, to us homeless folk, crawfish are a godsend. And to get her plump and fit, I took her out daily to toughen up her limbs. I worked so hard to sculpt her into a meal, I nearly had a heart attack when you chucked her in the river. You should have said that before. I thought she was your pet, man. Why else would I bust my ass to find her? You're not wrong. Then here, you get first dibs. You deserve it, Ichiban. But Nothing like the first crunch of a fresh crustacean. Nancy! Here goes. Oh, guck mal, wir können gar nicht sagen. Guten Appetit. Ja, wir Hold on müssen a sec. einladen. What's with you? Freshness is fleeting, you know. Could you hold off on devouring Nancy? Huh? What are you saying? Now's the best time to chow down. The thing is, I kind of got attached to Nancy. All that searching gave us a real bond. What? You bonded with a sea bug? Hey, you're the one who named her and took her for a walk. Well, now we have a problem. I've been waiting for Dann müssen days wir wohl on mal end wieder den to nächsten sink my Obdachlosen teeth verprügeln. into Nancy. And I can't think of much else that'd give me that kind of satisfaction. Damn. Oh nein, oder wir müssen ihm Essen However, kaufen oder so eine if Scheiße someone und were auch to wieder bring hin me und her rennen. something just as tasty, I might reconsider. Jetzt müssen wir wieder dahin und den nächsten Krebs wahrscheinlich mitnehmen. I don't know. Premium Sushi Combo habe ich bestimmt irgendwo im Inventar. Oh, come on. Now you're just milking it. Sorry, son. I don't have many options here. A premium sushi set would really set me right. Unless you're intent on kissing Nancy goodbye. Okay, fine. I'll bring you your goddamn sushi. Oh, please do. And don't be long. Nicht sein Ernst, ey. Guck mal, jetzt können wir direkt wieder mit ihm reden, weil wir ja dieses Premium Sushi haben. Hey, Kasuga-san. Where's my premium sushi set? Was habe ich dabei? Ich sollte es ihm übergeben und Nancy zu retten hier. Here. Wir That's what retten you den wanted? Krebs. Just what the doctor ordered. Can't believe you went and got this just to save a dang crawfish. Here, as promised, Nancy's all yours. Boil her, grill her, do whatever you like. I'm not doing any of that to her. Jetzt wird's überfahren All oder right, sowas. we're out of here. Thanks for both me and Nancy.
Enjoy that sushi, huh? Oh, yes, will do. Oh mein Gott. Nancy, you and I are gonna get on just fine. Stirbt er jetzt? Doch nicht. Wir haben jetzt ein Haustier. Oh mein Gott. Nancy ist ein Poundmate. Das ist doch nicht sein Ernst. Selbst Nancy und ihre krustigen Freunde stehen dir prügelnd zur Seite. Die putzigen kleinen Tierchen zwacken deine Feinde mit ihren Scheren die Nasen ab. Gelegentlich vergiften sie ihre Beute auch. Option erhöht den Schaden, größere Wahrscheinlichkeit Vergiften aufzulösen. Poundmate. Möhrensaft mit Zitronenschuss. Möhrensaft ist underweighted, da gebe ich dir recht. Wobei das underweightedste und gesündeste, vor allem wenn du Sport machst gesehen, sagen wir es so, rote Betesaft. Rote Betesaft ist der King. Das ist natürliches Doping mit dem Nitrat drin. Nitrit. Mal eben Bob antworten in der Dream Team Gruppe. Okay, Bob hat mir seine Antwort gegeben, da muss ich kurz was posten. Der gute alte Bob. Wie macht man das denn hier nochmal? Muss ich mal eben auch gucken, dass ich die richtigen Sachen poste. Moment. Dev und Attack mit 700. Ne, Dev mit dem 14er. Ah, eigentlich die letzten beiden Bilder einfach posten. Okay. Okay. Glaube ich. Oder sind das die beiden Bilder? Ich blick nicht mehr durch. Ich glaube, die beiden sind's. So, passt. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt habe ich das geklärt.
Ich habe meine Pflicht getan und werde bald rausgekickt. Aus dem Clan. Weil ich zu schlecht bin, weil ich kein Echtgeld investiere. Okay, die Penner-Quest geht anscheinend nicht weiter. Weiß nicht warum. Dann gehen wir jetzt zur letzten. Wie viel Geld haben wir inzwischen wieder? So viel. Also wir haben jetzt mega viel gekämpft und alles und haben jetzt wieder das Geld, bevor wir die komische Handtasche gekauft haben, ey. Kann doch nicht sein, dass man hier wirklich so grinden muss wie der Teufel. Oder hier 10 Millionen Sidequests, Minispiele machen muss. Ja, hier kann ich nicht? Okay. Right. Don't get cocky. Okay. Good luck next time. Ich habe jetzt auch keinen Bock hier 10 Jahre Dosenpfand zu machen. Gab es denn vielleicht ein Item, was ich gebrauchen kann? Irgendwie. Ja, die Items, aber ey. 100.000 Punkte. Wir haben 3.000. Oder hier 80.000. 80. Unfassbar. Ja, das ist das Krankeste überhaupt, wie viel wir farmen müssen. Theoretisch. Unsere Punkte wären so viel wert wie 200 Yen. Alter Vater. Mission impaired. Here we go. I got this. Okay. Good luck next time. Right. Nicht treten, nicht treten. Gott sei Dank. Cool. Ja, mitten in die Fresse. So itchy. Man merkt, dass es ein JRPG Whoa, that takes me back. ist, ne? Huh? So oft wie Photo man studio? und so I had a ewig wie family man hier picture farmen taken muss. here when I was little. Both Nanoha and I were so nervous, we did not look cute at all. And the photo still got displayed in the showroom. Guess you two were cute even back in the day. Well, I won't deny that. Oh, looks like the studio went out of business. Sign of the times, I guess. You don't see too many taking family photos nowadays. Guess not. That's too bad. I wonder if that picture we took is still at the house. You know, even if the picture is gone, the memory of getting it taken is what really matters, right? Right. Hey, why don't we all take a picture together sometime? Even if it's just a phone pic. Yeah, let's do it. Da geht die Bindung hoch. Warum auch immer beim alten Sack. Don't waste my time. Let's see. Aua! Here we go. Der gute alte Pimp Master D. Mal zwischenspeichern, ne? Man weiß ja nie.
What's with him? Crap. He saw me looking. I feel like I'm getting called over. Help you with what? To tell you the truth, I need to hop a train to Tokyo as soon as possible. But I don't have any clothes. You don't have any clothes? Yeah. All I've got are these bubbles. Bubbles? What are you talking about? Here, see for yourself. Alter. Das ist... Jetzt sind wir wieder bei den abgedrehten Quests. Wobei die eben war auch schon. Well, don't catch a cold. See ya. Wait, please, don't you see? I can't get on a train like this. Yo, back off! You're getting bubbles everywhere! How'd you even end up like that in the first place? The hell are your clothes? Well, earlier today, I was enjoying my time at a Soapland, getting nice and sudsy. This new girl, Mika-chan, is just so cute. Uh-huh. Suddenly, while I'm doing the old slip and slide, I get a phone call from my grandfather. He's not really the type to call, so I got curious and answered. You answered, and... Your grandma's passed out, he tells me. Of course, I'm a major grandma's boy, so I immediately start panicking. All I can think about is getting to the hospital, so I shake off Mika-chan and the bouncers and slip through the door, bubbles popping the whole way. But with the way I am now, I'll get caught before I even make it to the station. Yeah, no shit. I'm begging you. Can I borrow your clothes? Ah, no way. Figures. I wouldn't want to lend my clothes to a bubble man either. Yup. So, can't you just go back to the Soapland and get your clothes? Yeah, about that. Apparently, running out the front door naked is pretty frowned upon at such an establishment, so I'm now banned from entering. I tried to go back in and get dressed, but the bouncers tossed me out, so here I am, stuck between a very slippery rock and a hard place. If you won't let me borrow your clothes, can you at least take me to a clothing store? Natürlich. Clothing store? Schauen wir da. There's no telling how much longer these bubbles will last. I have to get clothes and hurry to the hospital before I'm hanging out for all the world to see. In that case, why don't I just buy you some... There's no time for that! What if something happens to my grandma while you're out shopping? And if you don't pick out something in my size, or my style for that matter, we'll just be wasting even more time! You're seriously thinking about style right now? Look, if you're that worried about it, just go to the store yourself. Believe me, I would, but it's too risky trying to get there without the bubbles falling off. And to top it off, what about all the wet pockets around here? There's a good chance the bubbles will get washed away. Wet pockets? Okay. One puddle, one little splish of water, these bubbles get washed away and I'm arrested on the spot. And then I can kiss both my grandma and my freedom goodbye. Well, it's not like you couldn't get arrested right now. Think you can get me over to a clothing store while avoiding any and all water? I'm begging you. Please. Please! Ja. Alright, I'll take you. Really? You're a lifesaver. You just have to get to the store without getting you wet, right? Yes, please. Oh, my name's Awano, by the way. I'm Kasuga. Well, let's get you dressed before you get arrested. Ah, ist das jetzt so ein... Oh nein. Mal eben hier was. Moment. Oh Gott. Okay. Oh, gehen wir mit ihm Kleider kaufen. Wohin müssen wir denn? Ja, da dürfen wir ja nicht lang. Müssen wir hier... Hä? Wie kommen wir da überhaupt hin? Hm. Ach, ich darf hier nicht raus. Wow.
Kommen wir da überhaupt? Ach, hier. Okay. Oh nein, da ist Wasser. Wir müssen aufpassen. Oh nein, da ist auch Wasser. Wir müssen hier hin. Ich meine, das kann nicht alles gewesen sein. Wir werden wahrscheinlich noch 500 Mal Wasser ausweichen müssen. Jetzt warte ich sogar extra, dass grün ist. Ach, leck mich. Oh, ist grün. Oh no! Damn it! Does he look like he's on fire to you? My bubbles! Huh? We got a streaker! Get over here! Not good. Let's bail! Das war knapp. Das wäre fast gewesen. Hast du noch ein paar Blasen? Ganz knapp. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schwer wird. Ich will ihm eigentlich was zum Anziehen besorgen, aber er sieht ziemlich erlebt. Warte mal, ich habe es nicht geschafft. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre die Sequenz gewesen. Oh mein Gott, nein, ey. Oh. Wo war denn da das Feuerwehrauto? Ich habe es überhaupt nie gesehen. Ach, da links. Okay, wir müssen so laufen. Offensichtlich. Puh, zum Glück haben wir dich hergebracht, ohne dass du deinen Pimmel hast baumeln lassen. Alter. 1000 Dank, kann sogar sagen, ich bin gleich wieder da. Klar, nur zu. Ich komme, Oma. Hm? Wollen die in etwa so echt einkaufen lassen? Igitt, du Perverser. Hau bloß ab. Moment, halt, ich muss mir nur was zum Anziehen kaufen. Also los. Kazuga-chan, sag ihnen, dass das nur ein Missverständnis ist, sonst sperren die mich nur ein. Wo wir doch gerade beim Laden angekommen sind. Scheiße, es nimmt einfach kein Ende, oder? Hey, hör mal, wegen meinem Freund hier. Ist eine lange Geschichte. Es gibt einen Grund, warum der Typ nackt ist. Ach ja? Ja, seine Oma ist gerade in Ohnmacht gefallen. Er war im Bad, als er die Nachricht bekommen hat und ist einfach ohne nachzudenken rausgerannt. Seine Oma ist in Ohnmacht gefallen. Ja, tu mir einen Gefallen, verkauf ihm was zum Anziehen, ohne eine Szene zu machen, okay? Ich will diesen Idioten nur ins Krankenhaus zu seiner Oma bringen. Okay, das verstehe ich. Dann bitte hier lang. Mann, wenn man nur ernst genug bleibt, dann kaufen einem die Leute echt jeden Scheiß ab. Kazuga-san, ich habe was zum Anziehen. Oh, das ist gut. Aber wie willst du das denn bezahlen? Du warst doch nackt. Der Verkäufer hat mich weinen sehen, als ich mir Kleidung ausgesucht habe und hat mich anschreiben lassen. Anschreiben in einen Klamottenladen. Ich stehe ewig in deiner Schuld, aber jetzt muss ich zu meiner Oma. Ja, beeil dich. Hoffentlich geht es seiner Oma gut. Geh nochmal zu Avano. Oh mein Gott, jetzt müssen wir nochmal zurück. Das ist doch ein Witz. Schlimmer als bei MMOs, das Hin- und Herlaufen. Okay. Come on. Watch this. Cool. Come on now. Get serious. Right. Wow. I'm up.
Huh? Weg da. Weg da. Oh nein. Here we go. Let's go. Okay. You're gonna be in a whirl. Have fun with this. Mist, kein Zweiten. You're gonna get Let's go. Das war dumm. right. Cool. You want to go? I'm up. The enemy is defeated. Warte mal kurz. Ah. Gleich ist schon wieder die Bindung erreicht. Jo, wenn das nicht Avano ist. Oh, Kasuga-san. Schön, dich wiederzusehen. Ist das dieser Kasuga-san, der dir geholfen hat? Ganz recht, genau der. Ich wollte mich bei... Die reden doch, warum so... Hey, good to hear. I heard about how far you were willing to go for this silly boy. Sorry for all the trouble. Nah, don't worry about it. I'm just glad he was able to see you. My, I didn't know gentlemen like you still existed. Here's my thanks for taking care of my grandson. Mysteriöses Rouge. You sure? Okay. Thank you very much. So where are you off to now? Huh? Oh, well, I'm gonna take my grandma somewhere special to celebrate her recovery. Where would you like to go, Grandma? Let's see. A hot spring would be lovely. A hot spring? Yeah, I could go for a bath. Well, we should get going. Take care, Kasuga-san. Thank you very much. Sure thing. Take care of your grandma. Of course. Sheesh. Didn't know bathing could run in the family. Hey. Weil jetzt kann ich nämlich schon wieder hier hin. Natürlich ohne Taxi, weil es keins gibt. Weil bis wir hier sind, haben wir wieder die Bindung erreicht, glaube ich. Und die müssen wir dann leider machen. Wo ist denn das hier? Ja, der wird das erreicht haben. Genau wie hier. Oh, Mann. Kann ich einfach so wechseln? Nee, ne? Oh. Warum können wir keine Taxis nachts nehmen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Here we go. Get serious. Check this out.
Schmeckt. Oh, guck mal, ein Mini-Pret. Okay. Right. Goldener Teller! Hm? Ach, leck mich. Don't waste my time. Yeah. Here we go. You're in it now. Cool. Ah. Next time. So itchy. Aber irgendwann ist es sehr repetitiv, ne? Oh. That bento got thrown out with half the food left in it. What a waste. Yeah, I wouldn't eat that. Leftovers like those are dangerous. The bacteria multiply faster. Oh, I won't. I'm guessing you've made that mistake before. No way. I got more pride than that. I don't do bacteria. Oh, yeah? So what if someone tossed out an unopened bento? Yeah, well, that would be... All right, I get it. So, siehst du, seine Bindung ist jetzt nämlich wieder voll. Siehst du, wir müssen wieder an der Bar mit ihm reden. So dumm mit den Taxen, so dumm. Okay. Right. Warte. Hey! Oh stimmt, Number hat eine ganze Flasche Legend Malt geleert, ohne dafür zu zahlen. Er versucht es mit billigen Fusel zu vertuschen, aber ist nur eine Frage der Zeit, bis das auffliegt. Hey, Namba. Anything gone down yet with that legend malt? Well, I've been watching the counter like a hawk. But the bartender wasn't kidding when he said nobody comes here.
Yeah, he did say this was more of a hobby for him. That's exactly it. The only people coming in are our friends like Adachi and Sachan. Which means that legend malt is probably just gonna sit behind the counter for the rest of our lives. I was worried over nothing. I feel better already. Well, I don't know if you should be that relaxed about it. It's not like he'd carry something he was never gonna sell. Welcome. What a lovely little establishment you have. Your first time in, sir? It is. See? He does get actual customers. First time I've seen a first-timer. I've heard some rumors about this place from some good sources. Oh yeah? Rumors about what? That you carry the fabled whiskey known as the Legend Malt. Well, then the rumors are true. Pour me a glass, then, bartender. If anyone can appreciate such a thing, it's me. Ichiban, what now? What can we do? We gotta apologize before it's too late. Wie schmeckt denn der Jameson? Apologize. Forget about the money. You'll be in even deeper shit if he drinks that. I really must apologize, but my legend malt isn't for sale. Why would that be? Is it reserved for your regulars? Not exactly. I just don't think you're fit to order it. Excuse me. You say this knowing I'm the editor-in-chief of Good Dandy? He's from Good Dandy? No way. What the hell is that? It's a rich man's magazine, full of nice cars and swanky restaurants. Well, that's terribly unfortunate. For you, if you had even a modicum of customer service, I'd have written you an absolutely dazzling review. Put me in your magazine or don't. That's your call to make. Believe you me, I'll be giving you the front page. Everyone's going to know about the snob running this backwater hole. This your idea of a quarrel, sir? Perhaps, but was it not you who flung the first stone? Fine. You backed me into a corner here. The legend malt on that shelf is something I ordered for a very special customer. I don't intend to offer it to anyone but her. And what makes her so special? The fact that she stole my heart. That bottle was to be a symbol of my affection. Time and time again, she would tell me how she dreamt of being able to try it. Wir haben So I es took it upon weggesoffen. myself to Nice. indulge her, and waited for her to arrive. But for as long as I waited, she never came through the door. 6 months went by. Then a year. Until I finally got word that she had been in a car accident. She was taken from me. In some ways, that legend malt is the only thing I have left of her. Ja, bitter, du Penner. Given that, are you still going to insist I pour it? I have walked through the doors of many a bar in my time, but I've never met a bartender with a tale like that. That quiet strength. The very essence of Good Dandy magazine. He didn't even get to take a whiff of the bottle, and now he never will. I guess that settles it. Yeah, but now it's even bigger than we thought. We gotta do the honest thing and come clean. Why? Didn't you hear that story? The legend malt's a treasure of his lost love. I know, but I'll never be able to replace it on pocket change. Ich helfe dir, deine Schulden zu begleichen, natürlich. If you can't do it alone, then I'll help out. You serious, Ichiban? Yeah. All I've been doing till now is help you find ways to dodge the problem. What I should have done is help you do the right thing. Meaning, I'm just as guilty. We're in this together, man. Ichiban, you're a great guy, you know that? But I can't take advantage of you like that, man. I've got to come up with that money somehow. What a jackass.
He swallowed that story hook, line, and sinker. Come again? That long-lost love of mine? She never even existed. Then why wouldn't you pour him the legend malt? Back when I opened the place, I figured I'd need some high-end stuff behind the counter to draw in the big spenders. So I picked up an empty bottle of legend malt and filled it with bargain barrel whiskey. Purely for show. Nobody actually orders anything that expensive. But every once in a while, a dimwit like him waltzes in. So I give them the same old sob story, and they scatter like roaches. Wait, so Namba, that means what you drank was... Bottom shelf swill. You gotta Bitte. be shitting me. Hey, what the hell's so funny? You gotta hear this. Guess what Namba did? Come on, don't say it. Don't you dare. Sir, you can ignore this, Joker. I don't understand you people. Guess it was the look of that bottle that got me thinking it was real. That ever happened to you? Where the taste is all in your head? Hey, just be grateful you don't have to worry anymore. I still have to worry about people finding out. Ichiban, you wouldn't tell Adachi or Sachan about this, would you? You can't. Don't worry, man. I wouldn't rat you out like that. Ja, bin alt, But you darf have to das. buy me a drink. Bargain barrel whiskey, okay? Sure. It's a deal. Wie viel ist das denn mit ihr? Oh Mann. Nee, wir gehen jetzt in die Main Quest. Kein Bock mehr. Hallo! Geht doch. Also langsam sehe ich den Vorteil von den Taxis. Taxen meine ich natürlich. Oh mein Gott. Ja, wobei, so weit ist es gar nicht, ne? Und die Quest vom Penner sehe ich auch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich einfach Main Quest weitermachen. Okay. I got this. Don't get cocky. Here we go. Cool. Wanna fight? The enemy is defeated. So itchy. Schmeckt. Alter, wie teuer. Arigato. Ist grün. Ich werde doch eh umgefahren, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Ist doch jetzt ein Witz. What's up? I can't seem to remember the title of this movie I saw a few years back. It was one of those real
emotional rides. And I remember wanting to see it again. It was a boy meets girl movie. Or was it? My pancreas wants to scream. Something like that. What the hell are you talking about? Does the hero have a stomach ache or something? Maybe it was about a guy who wanted to quit drinking. Nah, it was all about being young. And what a nice time that is. Well, I'll let you know if I ever spot it. Oh, was it, yo, my stomach's gonna blow? Maybe? It's not about a stomach ache. I don't think he's gonna remember. Oh nein, ihre Bindung ist nicht voll. Sehr gut. Muss mal eben das Giraffenvieh fangen. Wo ist denn hier die Ach, da. Hey, somebody help! Nö. Huh? Just shut up and hand over your wallet. Also ehrlich, Leute. Da wird einem ja ganz übel. Hey, don't you punks have anything better to do with your lives? Huh? Who the fuck are you? Oh, perfect timing. You're with parttimehero.com, right? Part-time hero? You lost me. Nebenstory, wie man teilt. I don't know what Ach, the das problem ist... is, but if you're trying to be a hero, your ass is going down. Beat him down. Grünes Monster. Yeah. Besser als weißes Red Bull. I'm not backing down. I got fun with this. Don't get cocky. Right. Doch schon. Try this on the side. Gonna feel this one. Oh, 4000 immerhin. Man, you really kicked ass back there. Thanks, parttimehero.com. Still don't know what this hero thing you're talking about is. What? You mean Part-Time Hero didn't send you? Ta-da-ta-da! Never fear. Part-Time Hero is here. Huh? So this year's our bad guy, huh? Just look at him. Yep. Got the classic thug tells. Money-hungry gaze, low-life outfit. What is it with that hair? Looks like he set off a bomb in front of his face. Actually, this guy right here, he... Say not another word. For the glory of part-time heroes everywhere, I will vanquish this villain post-haste. Now put up your dukes. I'm no stranger to fisticuffs. Bring it on. Okay. You wanna go? You're gonna be in a world of hurt. You're in it now. Watch this. Have fun with this. Here we go. Oh, der hält ja ein bisschen was aus. Check this out. Fight. Cool. Come on now. I'm not backing down. Let's go. Going in. One Right. Was? Deckung? Yeah. Frechheit. Oh yeah. Wird nicht Deckung gemacht. So, wird draufgehauen. Jawohl, nochmal 5000. Baumwollhandschuhe. Oh, neue Ausrüstung. Jetzt haben wir 50.000. Wir können gleich wieder so eine Prüfung machen, ne? Du bist kein Will. Who are you? I'm not a thug at all, man. He's right. This guy here, he rescued me just now. He rescued you? What are you trying to say?
So it was all just a big misunderstanding. Sorry about that. I can't do much in the way of an apology, but I'd be happy to treat you to some tea or what have you. How's that make up for anything? I went through 2 fights just now. You know what? You're right. I beg your pardon. Maybe Oh, I Black should Bob. introduce myself. I'm the president of Part-Time Hero Incorporated. Please, call me Hero. Fun fact, I named this company both after myself and the concept of a hero. So clever, I know. Okay, I'll ask again. What is this part-time hero thing? PartTimeHero.com offers a revolutionary service that puts you in touch with a hero, all from the comfort of your smartphone. Puts you in touch with a hero? That's what we call you when you register. You'll be taking on quests that people in need post. Upon accepting, it's your job to dash onto the scene and save the day. The concept is, well, it's an odd job service anyone can use. And it doesn't take much to start. You could choose to find pets or people if you'd rather stay out of trouble. I promise, it's rewarding work. Huh. I gotta ask though, why make this service if there are already others like it? What sets you guys apart? Well, what really sets us apart? It's our mission to clean up the town, stopping trouble before it starts. So it's like bounty hunting then? In a way, yes. Jetzt kriegen wir noch mehr What you Sidequests. did just now, fighting off those thugs, that was actually a quest posted by a client. Ijincho, as you know, has an exorbitantly high crime rate. That's why I started this thing up. And what do you know? It works! Makes sense. Now I know why that guy thought I was all part-time heroed out. Well, that's another thing. The fact that there are still good, honest people like you out there, it reassures me. I'd say you're one of the few real heroes left in the world. So kennt man mich. All I did was punch a guy who was starting to piss me off. Anyway, see ya. Aber das ist wichtig, weil das eine geforste Sidequest What war. now? Well, if it's not too much to ask, would you be willing to work for me Etwas so as a klar. part-time hero? So you want me as your muscle? That it? Essentially. We've been getting rave reviews, so we always have an influx of new quests. But since true heroes are in short supply, it means we're short-staffed. The biggest struggle is finding someone capable of actually winning a fight. Since these heroes are rare, a lot of our clients are still in desperate need of help. This city is full of crime. People just don't know what's waiting for them out there. Believe me, I want to help as much as I can, but I'm only one man. And that's where I come in, huh? You've got more than what it takes. Above all, you look out for the little guy, and let no evil go unpunished. We need people like you. At my company, and on the streets. You'll receive compensation, of course. It's a job that feels satisfying and pays well. So what do you say? Will you keep this city safe? Nein. For all of us? Habe ich die Wahl? Wahrscheinlich nicht. Den gar nicht mal so übel, es gibt auch noch Geld dafür, vielleicht sollte ich es auf einen Versuch Alright, sign ankommen me lassen. up. Not sure how much help I can be, but why the hell not? That's what I like to hear. Okay then, let's rescue this city together. Looking forward to it. Oh, and I'm Ichiban Kasuga. Kasuga-san! Got it. Then allow me to fill you in on the details. Durch den Abschluss von Nebenjob-Quests erhältst du Belohnungen in Form von Geld oder Gegenständen. Du erhältst auf Basis deines Fortschritts automatisch neue Quests, die du im Menü unter Teilzeit findest. Zu den Hilfsquests gehören Lieferquests. Oh mein Gott, nein. Alles, was jemals in RPGs vorkam. Jobs, Klassen, Minispiele, noch mehr Minispiele, hin und her laufen, kein Geld haben, Lieferquests, Kopfgeldquests, alles in ein Spiel gepackt. Lieferquests, bei denen du bestimmte Gegenstände abliefern willst. Kopfgeldquests hingegen sind Rettungsquests, dabei musst du bestimmte Gegner in der Stadt besiegen.
Wenn du diese Aufgaben abgeschlossen hast, melde dich bei den Vertretern, die zum Beispiel im Convenience Store zu finden sind, um die Quest auch offiziell abzuschließen. Wichtige Gegner und Lieferquests musst du aber nicht extra bei den Vertretern melden. Rede einfach mit der Person, die du geholfen hast, um die Quest offiziell abzuschließen. Oh mein Gott. Wo bleibt Bob? Für jede abgeschlossene Quest erhältst du Mitgliedschaftspunkte. Mit diesen Punkten verbesserst du Kasugas Heldenrang, wodurch den Zugang zu spezielleren Waffen oder neuen Aufträgen. Okay, die fucking Quest müssen wir sogar machen. Im Gegensatz zu Mario Kart Quest, was einfach nur ein Sammelding ist, müssen wir die machen, weil hier gibt es Waffen und sowas. Und wir haben ja nie Geld für Waffen. Herausforderungsquests basieren auf alltäglichen Aufgaben. Wenn du sie abschließt, verbessert sich deine Persönlichkeit. Ja, das brauchen wir auch, Persönlichkeit verbessern. Kacke. Belohnung für Herausforderungsquests, die du vor deiner ersten Begegnung mit Hiro abgeschlossen hast, werden automatisch ergänzt. Geht doch. And that's about it. Now get out there and save the day, hero. Right. I like where this is going. Could always use some extra cash. Ja, das ist wahr. And it's nice being called a hero. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder 40 Quests, die wir machen müssen. Aber guck mal, wie viel wir da aufwerten, weil wir schon so viel gemacht haben. Braucht man nicht irgendwas auf Stufe 4, was wir noch nicht hatten? Oh mein Gott, hier sind doch überall die Quests. Oh mein Gott. Das ist doch ein Witz. Frage ist, tauchen die immer mal wieder auf und sind quasi Unendlichkeit, wenn ich die mache, dass die dann halt bleibt und ich das unendlich machen kann? Oder muss ich die einmal machen und dann sind sie weg? Oder heißt das einfach nur, da ist der Store? Das werden wir jetzt herausfinden müssen. Schmetterling und Motte, bitte bringen die Bestellung zu einem Vertreter. Ah, guck mal, diese 4 Dinger sind Vertreter. Das ist doch schon mal schön. Oh mein Gott, wie viele Quests sind denn hier? Mache Fotos. Oh, guck mal, jetzt müssen wir die Fotos machen. Oh mein Gott. Wo sind denn die Kapselautomaten? Keine Ahnung. Oder warte, haben wir die schon gemacht, die Quests? Nee, ne? Ah, keine Ahnung. Alter, wie viele haben wir denn schon erfüllt, dass da so... Rettung. Oh, die müssen wir alle machen, ne? Ja, es gibt halt Geld. Wir brauchen Geld. Ja, guck mal, sind alle... Geht 10-mal essen. Oh nein. Okay, das müssen wir machen. Dooferweise. Fahre 10-mal Taxi. Ah, CDs auch kaufen? Scheiße. Ah. Ach, scheiße. Oh.
wir müssen sogar in den ganzen Restaurants alles essen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Wir werden die nächsten 40 Stunden damit verbringen, diese Kacke hier zu machen. Es tut mir leid. Show me what you got. Okay. You're gonna be in a world. What's this? Cool. Check this out. Here we go. Let's go. I'm up. War jetzt nicht, warte mal kurz. Oh mein Gott. Wir müssen auch zu Bart zurück. Warte mal, da ist ein Taxi? Hm? Hm? Taxis sind wieder da. Na Gott sei Dank. Hm? Oh, 10 Yen. Hm? Ich will doch nur einen goldenen Teller. Hm? Irashaimase. Ich glaube, das brauchen wir, ne? Da war doch für eine Quest Daikon und noch was. Ich weiß nicht, was Ei und Gon ist, wo man das herkriegt. Weil die... Oh, was ist denn Kitty Cat? Ach, sind das auch so Spielautomaten? Kartoffeln brauchen wir. Ausgediente Mikrofälle und Fernseher weiß ich, wo das ist. Taschentücher, keine Ahnung. Verirrte Mutter, keine Ahnung, wo dein dummes Kind ist. Ich weiß auch nicht, wo die Kappas sind. Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott. Yay. Okay. Okay. Guck mal, wir haben die ganze Käferquest wahrscheinlich erfüllt. Yay.
Achso, das ist einfach nur... Wir haben nichts, ne? Oh mein Gott. Ja, wir haben jetzt ganz viele tolle Ausrüstungsgegenstände bekommen. Ja, guck mal hier, eine neue... Ey! Siehst du diese scheiß Sidequest? Auch wenn es nervig ist und Zeit kostet. Es lohnt sich. Bessere Waffe. Haben wir hier irgendwas neu? Oh, Angriff geht hoch. Oder? Ah ne, Moment, ich bin blöd. Geschick geht hoch. Dann machen wir erstmal sie. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Geschick und Gewandtheit ist. Machen wir einfach mal Gewandtheit. Keine Ahnung. Ich glaube, das war's. Ja, immerhin eine neue Waffe. Dann lassen wir die Aufträge anschauen, wa? Kann ich die irgendwie markieren oder so auch? Keine Ahnung, wo der Sohn ist. Mann, der... Packung Taschentücher. Achso, da steht sogar wohin. Okay, ach ja, Kartoffeln war das, ne? Oh, ich hab mich verdrückt. Ah. Für mal einer reicht. Dass wir da 2 Kartoffeln rausziehen. Ich hoffe, das reicht. So, was brauchen wir denn noch so für die Quest? Da waren auch noch mehr Sachen, die ich kaufen soll, ne? Oh mein Gott, Minispiele müssen wir auch machen. Fortgeschrittenen, oh Gott. Ich will nicht. Aber diese Persönlichkeitswerte sind halt echt wichtig zu steigern. Okay, die hier vielleicht jetzt nicht so. Ja, wenn ich die Minispieldinger schon nicht mache, dann muss ich ja... Okay, Kampf mache ich automatisch. Ja, ich verprügel eh immer alles. Jetzt hier mal hier zum Beispiel Taxis nehmen. Mache ich eh automatisch. Schieße 4 Fotos. Ach, guck mal, das können wir doch schnell machen. Pass mal auf. Da, zack. Ja, und das war jetzt nicht so schwer.
hasse es. Mach 50 Warte mal. Private Disco. Kann man alle Bilder löschen? Ja, wir haben die Bilder wenigstens alle. CDs kaufen, okay, wir müssen alle CDs, die wir finden, kaufen. Ja, wir müssen auch alles anpflanzen, was geht. Oh. Ich kann das doch nicht. Wo war denn das mit dem Essen nochmal? War das nicht hier? Minispiele? Nee. Muss doch hier gewesen sein. Da wie viele ist von dieser... Ah, hier. Oh mein Gott. Das ist die Hölle auf Erden. Ich will jetzt auf der Karte gucken, wo dieses Wette Kitchen ist. Muss ich... Ah, warte mal. Kaufen wir alles, was jetzt Zwiebeln kaufen wir einmal. Pepperoni. Tomaten habe ich schon mal angepflanzt. Das ist nur Dünger, ne? Scheiß auf Dünger. Kann ich mir nicht leisten. Oh mein Gott, ey. Ja, nee, das ist Hilfe. Kartoffeln, Schweinefleischsuppe haben wir. Halbleeres Getränk, da müssen wir finden, ne? Genau wie KitKat und Ei. Ich weiß nicht, wo es die geben soll. Du wartest auf... Ja, klar. Du wolltest doch ein bisschen schauen. Bob. Warum hast du mir nicht gesagt, dass es 1 Trillion schlimmer als MMOs Quest gibt? Mit diesem Teilzeitheld. Du weißt genau, dass mich sowas triggert, dass ich sowas erfüllen muss. Zumindest teilweise. Das ist ja die Hölle. Das ist ja die absolute Hölle. Ja, aber die dauern ja... Ich wollte zum Beispiel nie im Restaurant essen gehen. Jetzt muss ich ja im Restaurant ein paar Mal essen gehen. Weil das steigert ja die Persönlichkeit und so. Und mich triggert sowas. Ich muss das machen. Nein, Bob, ich kann es nicht nebenbei machen. Ich kann es nicht nebenbei machen. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Let's go. Ich weiß genau, dass ich spinne. Also ich werde jetzt nicht alles da auf einmal machen, ist klar. Aber alles, was ich jetzt erledigen kann in der Theorie, so ein paar Sachen werde ich machen. So kennt man mich. Ich werde jetzt hier nicht zum Beispiel die ganzen Mario Kart Cups oder so machen. Weil da habe ich kein Geld für die Autos zu machen. Oh, I get all warm and fuzzy whenever I see a swing.
I really liked them. Da muss ich erst mehr Geld verdienen My für. dad used to take my sister and me to the park all the time. Oh yeah? Well, if I ever start a family, I'd want us all to play together on weekends, too. I'm having a hard time seeing Adachi as a dad. Oh, come on, I'd be a good dad, right? In fact, I'd be a regular old sugar daddy. That doesn't mean what you think it means. Don't ever say that again. Ever. Huh? Oh, well, you get the idea. It started so sweet and ended in salt. Yay, und Bindung ist wieder hoch. Später genug Geld? Okay, dann werde ich später wohl alles investieren in Kart. Nein! Also ich werde nicht Part-Time Hero alles machen, ist klar. Hier so eine Scheiße. Also ich werde auch viele Minispiele hier nicht machen, wie... Ich weiß nicht, ob ich das so schaffe. Das werde ich auch nicht farmen. Ich werde die Kinofilme alle einmal machen, weil ich die lustig finde. Ich werde zum Beispiel hier nicht... Keine Ahnung, was auch immer das hier ist, machen. Oder hier gibt bestimmt auch Dart als Spiel. Werde ich auch nicht machen. Oder sowas werde ich auch... Das ist ja erst die erste Stufe. Die letzte wird 100 oder so sein. Werde ich auch nicht machen. Aber hier solche Sachen... Die werde ich jetzt auch nicht unbedingt farmen. Wo waren das? Aber hier sowas. Ja, das vielleicht... Wo? Das wollte ich eh machen in jedem Restaurant. Von daher... Hier diese ganzen Speisen essen. Aber was ich gerne auf jeden Fall machen würde, ist das hier, wenn es geht. Mit dem Kappa-Schnapper muss ich gucken, wie das funktioniert. Den Sohn. Ja, hier diese Quest auf jeden Fall, wenn es halbwegs geht. Ne? Bento und halb leeres Getränk muss ich ja wahrscheinlich finden, das kann man nicht kaufen. Keine Ahnung, wo die beiden Sachen sind. Aber hier die Insekten habe ich schon alle fertig. Auch nur durch Zufall. Weil ich die alle mal gesammelt habe. Aber hier, die Quest werde ich auf jeden Fall machen. Hier Leute verprügeln, mache ich auf jeden Fall. Also ich werde jetzt nicht extra... Also hier zum Beispiel. Ich habe schon mindestens 3 Kappas. Aber die haben irgendwie nicht gezählt. Kategorie Schläger. Ich werde jetzt hier zum Beispiel nicht die Straßen abgehen und nach Schlägern suchen. Oder die Straßen abgehen und nach Gauner suchen. Und die Straßen abgehen nach Scherenmann suchen. So, aber wenn ich hier wie auf der Karte sehe, wo so ein bestimmter Gegner ist, ja, die werde ich kaputt hauen. Not 21! Oh oh. Oh, das sind mehrere. Oh shit! Alle auf... Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Oh shit. Okay, die sind doch scheiße. Die halten nicht viel aus. Gott sei Dank. Ich habe nur die 21 gesehen. Ich hätte den anderen töten sollen. Let's do it. Okay, warte ab. Ich dachte, das wäre so ein Special-Gegner, weil der da so allein in der Ecke stand. Was ich sagen wollte, hier, warte. Das habe ich zum Beispiel eben auch schnell gemacht. Die 100 Fotos. Ah, hier, ich habe da an der Anfangsmission den Kappa gefunden. Dann habe ich da einen Kappa gefunden, der irgendwie nicht zählt. Ich weiß nicht, wie man die Fotos machen muss. Da habe ich nur ein Schwein fotografiert. Und da habe ich auch noch einen Kappa. Also 2 Kappas habe ich auf jeden Fall schon gefunden gehabt, aber irgendwie zählen die nicht mit rein. Keine Ahnung warum. Muss ich vielleicht nochmal ein Foto machen. Jetzt. Oh, ich wollte speichern, ne? Wegen Level 3 Gegner hier. Ah ja, ich gehe eh gleich ins Survive mal wieder. Also zum Beispiel halt die Kappas, ne? Die werde ich jetzt nicht extra suchen.
Reicht das? Natürlich nicht. Mattes Aluminium. Das ist mein Lieblingsaluminium. Oh mein Gott, der Polizist und sie haben wieder maximal Bild. Alter. So, aber jetzt wollte ich hier endlich hin, weil wir haben jetzt durch dieses Teilzeitheld-Kacke. Ach, fick dich. Was ist? Denkst du etwa, ich ändere meine blablabla, was ist hier los? Tja, scheiße, die meisten Leute, die an Niki was fragen, fangen an zu stottern und ziehen beschämt ab. Aber du hast Selbstvertrauen, Bruder, tonnenweise. Der Blick in deine Augen, wie ein Lachs, der stromaufwärts schwimmt oder ein Scheiß auf statistische Wahrscheinlichkeiten gibt. Okay, ich zeig's dir. Mir nach. Okay. Wow. Das hier ist die Spielhalle, in der die Obdachlosen von Dampf ablassen. Und Geld. Und das Beste ist, der lange Arm des Gesetzes kann nichts dagegen tun. Wenn du Kohle hast und dich zusammenreißen kannst, dann ist das hier vielleicht was für dich. Ich hatte keine Ahnung, dass sich das hier versteckt. Naja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch anonymisieren. Oh Gott im Himmel, ey. Die Spiele kann ich doch alle gar nicht. Die jucken mir auch nicht. Ich guck nur, ob hier irgendwas Cooles liegt. Welches Spiel ist das denn, theoretisch? Ach, hier, das sind... Ach, was sind denn die Regeln? Werde ich niemals spielen. Gibt's hier nicht was ich kann? Was? Die Japaner mit ihren bescheuerten Spielen. Oh! Das ist 100.000 Geld, ne? Wobei, wir sind gar kein Polizist. Oh, hier gibt es auch Soundtracks, ne? Brauchen wir nicht Soundtracks? 5.000 Yen, also bräuchten wir 20.000 Yen, um die ganzen CDs zu kaufen. Mache ich natürlich nicht jetzt. Dafür brauche ich erstmal mehr Geld. Ich werde mein Geld... Also ich habe erstmal vor, das Geld investieren in die Prüfung. Die finde ich lustiger. Ja, die Kackspiele werde ich ignorieren. Oder vielleicht habe ich ja Spaß an den japanischen... Nein, ich werde sie ignorieren, die Kackspiele. Ich werde einfach so, wenn ich genug Geld habe, die scheiß Holzchips kaufen. Scheiß auf die Spiele. Wir müssen eine Kartoffel und Daikon anpflanzen. Es war so klar, dass wir CDs kaufen müssen. Sammelquest gibt's nicht im Spiel, ohne dass man sie machen muss. Frechheit. So, dann machen wir erstmal die Bindung hoch wieder. Arsch, du. Yo, Sachan. You drinking by yourself? Yeah, isn't it pathetic? Sit down and help me save what's left of my pride. Huh? Everything all right? Well, you could say some stuff's happened. Oh,
Okay, I get it. Es geht deinen Freund. Well, I'm here if you want to talk about it. Can't say I have much experience in this area, but the least I can do is help you understand how a man's heart works. What are you talking about? Oh, I figured you were upset because of some fight with your boyfriend. I don't have a boyfriend. Ja, das wollten wir unauffällig erfahren. I can't believe you gave me that look and said that. Oh, that cheers me up all by itself. Oh, come on. Why are you making it into such a big deal? Can't we just get into what's really eating you? Yeah, it's my sister, Nanoha. Oh, What's going on with her? dasselbe. Something happened? Remind me, how much did I tell you about my family while we were drinking the other night? Ja, die haben wir vorhin bekommen. Also ich weiß so viel storymäßig, damit du Bescheid weißt. Der Boss vom Soapland hat sich erhangen, beziehungsweise die China-Mafia, und das war's. Und jetzt sind wir Teilzeitheld. Ich wollte gerade zur nächsten Main-Quest, dann kam das mit den Teilzeitheld. Okay, so I spilled all the beans. Anyway, his name's Katsuragawa, and apparently they're still together. Damn. Longer relationship than I've ever been in. If he wasn't so damn annoying, I might let this go. But Katsuragawa's a criminal. He's even been seen going in and out of Seiryu Clan HQ. Not to mention, he's dangerous and walks around with his own personal posse. He used to run with a biker gang. I mean, I've heard nothing but bad rumors about him since I left home. Beste Bindungsquest bisher, der Penner, der den Whisky weggesoffen I've got hat. some girls from the club looking into him right now. I hope they can find out more. Trying really hard not to worry here, since I can't do anything but wait. So that's why you're drinking away your troubles in here. Yeah, well. Now that I've talked to you about it, I feel a das bit war better. diesmal kurz, hoffentlich. Maybe I'll skip the next round. Oh, let's not start talking crazy now. Gott sei Dank. Yay, Bindung. Schon wieder der Polizist, bei dem sind wir jetzt schon Stufe 4 oder so. Dachi-san. Ah, sei froh. Oh, don't you remember? We're doing that out-of-court settlement. Oh, yeah. Ich habe morgen ja auch nur 90 Minuten Schule. Dann fahre ich nach Hause und werde direkt in Yakuza reingehen und farmen ohne Ende. Und ich habe schon gedacht, ich habe nach Yakuza kein Spiel mehr und ich müsste mir jetzt Cyberpunk wiederholen, das DLC und das Katzenspiel für Daytona. Aber nein, ich habe noch ungefähr 900 Stunden Yakuza vor mir. Said he wanted to be there when I meet the guy. Guess he finally wants to see his daddy longlegs in person. After 20 years of being sent money and all. Streamst du gleich noch F-Zero? I came up with excuses to never meet Takashi. I just sent him letters. So Takashi-kun's gonna meet Yamada-san for the first time today? Yeah. I figured the least I could do is look the way a big shot should. Except, even though it is a suit, it's pretty plain for a rich guy, ain't it? Give me a break, man. This is all I had. Anyway, I explained what's gonna go down here to the staff, so we're good on that front. Only thing left for me to ask is if, you're willing to stay and back me up, Kasuga. Why me? Well, a real daddy longlegs would have a lackey with him, don't you think? Yeah, I guess. Come on, don't make me deal with this asshole and the kid all by myself. Please, man. Fine. But when you interviewed Takashi 20 years ago, it was in person, right? What if he remembers your face? He was 5 years old at the time. No way he would remember me. Especially now that I probably look like his damn grandpa. Here's hoping. Excuse me, is Yamada-san here? Are you Takashi? Yes, I am. Wow. Look at you, all grown up. What? Oh, no. It's just, I still imagine you the way I did when we first started writing each other 20 years ago. I'm Yamada. We finally meet Yamada-san. Thank you so much for supporting me all this time.
Oh, I just enjoy lending a hand to promising kids like you. That's that's what a philanthropist does. So, why are we meeting here? What is this place? No, it's a bar I run as a hobby. I'm a big jazz guy. So you're also a patron of the arts. Amazing. And who are you? Yamadas Sekretär. Oh, I'm Yamada-sama's secretary. You have a secretary too? You're even more loaded than I thought. Oh yeah, I always have my secretary come with me when I negotiate deals. He's he's a sharp cookie. How reassuring. Now, Takashi-kun, where's the owner of this car you scraped? His name is Hasegawa-san. He should be here soon. Oh, der sieht mir seriös aus. Asking me to come all the way out here to a dive like this? All I can say is you better have my money. There's a few things I'd like to ask you first, Hasegawa-san. Oh, you must be Daddy Longlegs. What do you want? Why are you demanding $1 million for a scratch bumper? Because this is no ordinary car. Oh, is that right? I don't know much about cars, but it looked pretty ordinary to me. It may look like a typical sedan, but it's actually a top-of-the-line British luxury car. And now I have to send it back to England for repairs. Right. Mind telling us how the accident went down? Well, I was just sitting there, waiting for the signal, and this kid here, barely paying attention to what he's doing, of course, just pulls up right next to me on his bike. That's when his pedals scraped up against my bumper. Takashi-kun, does all of that sound right to you? I guess. I didn't feel like I hit anything. I mean, I felt the hem of my pants sliding along something, but... Ha! I wish it'd been the hem of your pants! When I heard the scraping sound, I looked over just in time to see your pedal gouging the hell out of my paint job! Really? Well, that's funny. What is? If it was a regular sedan, all you'd be able to see from the driver's seat would be the hood. No way you'd see the bumper down below. Oh, in my car, you can see it. Steering wheel's on the left, you know. You obviously don't know much about foreign luxury cars. On the left, huh? That's even funnier. Didn't you say the car was from England? Did you know British and Japanese cars both have the wheel on the right? Ach, die Japaner auch rechts? Das wusste ich nicht. Man lernt nie come aus. Clean before you dig yourself a deeper hole. I say the mark on the bumper was already there, and the car's about as British as me. So what'll it be? Admit you were trying to pull a fast one and we'll let you go. But if you decide you want to keep bitching over nothing, then my secretary here will have to intervene. By the way, I'm not just Yamada-sama's secretary. I'm also his bodyguard. Fuck! So, it really was all a scam. And a shitty one at that. Wait, Yamada-san, did you know it was a scam from the start? More or less. God damn 1 it. million ain't much to a guy like me, of course, but us rich folks don't like our money going to criminals. We gotta do our part, you know? Wow, rich people are so cool. That we are. So, how about that bar exam, Takashi? Think you'll pass this year? Well, actually, I found out I didn't. Oh, that's a shame. But you know, the average age of the people who do pass is 29. So I figure as long as I pass it by then, I'm good. Isn't that, 4 years from now? Yeah, and when I do become a lawyer, you'll be the first to know, Yamada-san. Ah, looking forward to it. Mal sehen, wie viel Bindungsquest noch gibt. Ist die Story durch? Hang in there. 4 more years of sending money. Oh, man, that's gonna be tough. Here's hoping it only takes 4 years. Wait, what do you mean? If he's getting caught up in a simple scam like this, how's he supposed to understand the finer points of law? Hey now, don't be like that. No, he's just too honest, is all. And who knows, maybe Stimmt, he'll jetzt pass... zieht er einfach den alten Opa ab. Sure Das hope habe ich so. auch schon gecallt. Well, either way, at least he bought my rich guy act. Yeah, well, we can thank my little performance for that. Your performance? I was the one with the starring role. If there... You know what? Whatever, man. Let's just celebrate the fact that we pulled it off. Yeah, with the cheapest drinks money can buy.
So, jetzt ist doch bestimmt schon dieses Daikan oder so fertig, ne? Nach so... Okay. Ach, da. Oder auch nicht. Komm, wir verprügeln hier noch einen Typ. Und dann... Ich habe morgen ja noch nicht frei. Erst ab morgen habe ich Ferien. SOS. Komm, den verhauen wir. Gut, ich entschuldige mich, wenn du darauf bestehst. Ah, wann kommt denn dieser Held endlich? Das muss mein Kunde sein. Zeit, Teilzeitheld zu spielen. Titanfußkettchen. Bin auf dem Heimweg von der Basis einem Typen begegnet, der mich jetzt nicht mehr in Ruhe lässt. Ich weiß, dass ich damit angefangen habe, aber ich bezahle nicht so viel. Ich bin bei den Fahrradständern im Barfeld. Teilzeitheld steht zu lesen, lass ihn doch mit einer Entschuldigung gehen. Du kapierst das nicht. Der Mann ist in meinem persönlichen Bereich eingedrungen. Der ist heilig. Was ist, wenn er erkältet ist? Ich mache ihn lieber kalt, bevor er alle ansteckt. Oh, klingt vernünftig. Dort combatant. Naja. Wir gehen all in, weil dann gehen wir gleich da heilen, da die Scheiße ist. Okay. Have fun with this. Watch this. Cool. Come on now. Don't get cocky. Der andere hat nichts abbekommen, der ist bitter. You're gonna get stomped. Let's go. Who's that? Warte mal. You wanna fight? Go in. Lass sie doch beide erwischen. Hehe. Habe ich sie auch geschlagen? Komm, ich mach mal hier so ein paar Dinge. Oh, bei Erfolg überlässt der Gegner dir einen Gegenstand. Wow. I'm not backing down. Have fun with this. Let's go. Watch this. You're gonna be in a world of hurt. Check this out. I'm up. Was bekommen wir denn? Schöne... Ach ja, die Belohnung müssen... Ja. Sorry, dass ich die da reingezogen habe. Es war einfach ein blödes Versehen von mir. Zum Glück kann ich mich auf Part-Time-Hero verlassen. Okay. Mission abgeschlossen. Titanfußkettchen, ne? Was ist denn da Titanfußkettchen? Warte, war das nicht so ein Crafting-Scheiß einfach? Nee, doch nicht. Nee? Okay. Das ist nicht scheiße. Ah, hier. Für irgend so einen Bauer bei, was weiß ich, welche Klasse das ist. Auf jeden Fall haben wir da schon mal eine 32er Waffe immerhin. That base is always so creepy. I wonder why. Huh? I feel like I've seen it somewhere. No way. No, really, I think I have. Yeah, we definitely know someone who looks like this. Oh, it's Adachi-san! Oh. Well, give me a break. I'm a little more put together than that. Actually, don't you think it looks a little too divine to be Adachi-san? Now that you mention it, yeah. Sorry, Adachi-san. Guess it's not you at all. I'm about to lose it with you two. Immerhin Charisma gestiegen. Wir können mal hier gucken.
Vielleicht gibt's hier eine CD oder so eine Scheiße. Die Waffe kostet 3200, ist halt nicht viel. Würde uns ein bisschen besser machen. Aber ganz ehrlich, da kann ich mir lieber für ein bisschen mehr Geld schon eine bessere Waffe kaufen, als einfach einen Bambusbesen, ne? Genau wie. 2500 ist voll billig. Ich hätte schon längst eine richtig gute Waffe haben können. Ja, jetzt für plus 5 kaufe ich sie nicht. Quatsch. Da kaufe ich mir dann lieber für 40.000 oder so eine richtig gute Waffe. Eine Minute. Ach komm schon. Das muss ich noch machen. Das kostet Geld, ne? So Bullshit, als ob ich das mache. Ah, verdrückt. Welcome. Was kann er uns denn da so herstellen überhaupt? Was brauchen wir denn da? Ach so, da brauchen wir dieses Zeug. Ah, wir müssen ganz viel Gemüse anbauen, offensichtlich. Thanks. Ja, komm, ich warte eben die 30 Sekunden, pflanzt dann neues Zeug und dann ist auch okay. Ich find's halt so dumm, ne, dass man hier durch die halbe Stadt muss, wenn man überall was pflanzt. Das ist doch scheiße. Das wird dann Convenience Store sein, ne? Diese Zeichen, vermute ich mal. Es waren 4 Convenience Stores, so. Das werden die hier sein. Dann sind das also Prügelquests und die anderen keine Ahnung. Das ist der nächste, oder? Ja, passt. Lange mal. Ich mache jetzt Feierabend. Ja, ich habe ab morgen Ferien, ab heute noch nicht, deswegen. Ja, ich habe dir gesagt, ich bleib zumindest ein bisschen länger heute. Habe ich dir ja versprochen. Weil ich bin ja kein Kylie, ich bin ja nett zu dir. Gott. Ein wahrer Yakuza. Warum eigentlich? Okay, die meiste Zeit ist mit Controller besser zu spielen, aber ich glaube die Minispiele teilweise, wie so Baseball und Golf, die sind halt mit Maus und Tastatur so was von einfacher. Warte, was? Oh. Du kannst nicht mit Kali mithalten, weil du meinen Gacha machst. Zu wenig Spannung. Verstehe nicht, ist mir zu spät. Von daher. Haut rein. Und tschö. Man sieht sich.
wenn ich... Achso, kein Gacha. Ah, ach so. Oh mein Gott, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich werde jetzt jahrzehntelang in Yakuza farmen. Boah, Alter, meine Wakashimasu-Haare. Okay, haut rein. Tschö.